Ich weiß gar nicht, ob ihr eigentlich auch meine Instagram-Stories anschaut. Weil da habe ich ja gestern einen Fund gemacht. Anton Crane? Didn't you die? Like, seriously? Warte mal, Anton Crane, der ist doch... Das war doch der Wissenschaftler aus... Hat er nicht Selbstmord begangen? Äh... Ähm... Ja, hier, so Boss Anton Crane ist someone. Ja, eben, der sieht sehr quicklebendig aus. Wir haben, der hat Selbstmord begangen. Okay, wir werden gleich, ich werde mich gleich drum kümmern. Irgendwas ist fishy daran. Also entweder ist das nicht Anton Crane, oder ist also irgendwie, oder Clone oder so ein Scheiß. Irgendwie sowas. Genau, aber ich sollte vielleicht noch meinen Satz von vorhin zu Ende bringen. Also, ich habe ja gestern hier was gefunden. Anscheinend haben wir gerade Sperrmüll. Und da bin ich gestern zu einem Kumpel gelaufen und an einem sehr interessanten Ding vorbeigelaufen. Und jetzt denke ich so, ja, warum sagst du denn nicht, um was es geht? Weiß nicht, ist gerade witzig, nur zu teasern. Nee, Quatsch. Dings. Ich habe eine Schaufensterpuppe gefunden auf dem Weg und die hat bis auf einen kleinen Schaden. Und hallo Lisbetty, schön, dass du reinschaust. Wie geht es dir denn auch? Mir geht's wunderbar. Bin ein bisschen heute, ein bisschen sehr, sehr erholungsbedürftig scheint mir. Ich habe irgendwie gefühlt den ganzen Tag geschlafen. 10 Stunden habe ich auf jeden Fall geschlafen. Und vorhin habe ich noch einen Mittagsschlaf gemacht nach dem Essen, weil irgendwie ich voll buff war. Also richtig durch und dachte so, okay, ich glaube, ich sollte noch mal was schlafen. Und ja, eventuell habe ich heute einfach zu viel geschlafen. Das kann natürlich sehr gut sein. Ja. Aber es wundert mich auch nicht so wirklich, nachdem ich gestern halt irgendwie 10 Stunden auf Arbeit war, so aus Versehen. Und, genau, und dann war ich gestern noch bis 1, 2 oder so bei einem Kollegen. Ja, da war ich dann durchaus schon so, boah, fertig. Müde. Genau, ich war bis 1, 2 beim Kollegen und als ich nach Hause kam, war irgendwie mein PC noch an, weil der sich ständig selber anschaltet. Und dann habe ich noch mit hier der Easy ein bisschen Voice rumgehangen, anstatt zu sagen so, come on, jetzt gehe ich schlafen. Also, sehr smart und sehr, sehr gute Taktik und so, ne? Genau. Aber wie geht's dir denn, Lisbetty? Es freut mich, dass du reinschaust. Genau, außerdem müssen wir jetzt mal rausfinden, was jetzt hier mit diesem Anton Crane ist. Ah ja, genau, das mit der Schaufensterpuppe. Ja, wir haben 2 Minuten, dann redet man viel Blödsinn. Ja, ja, aber es ging gestern noch, das ging noch. Also ich will jetzt mal rausfinden, by the way, wir machen kurz eine Schnellreise darüber, weil ich will wissen, weil ich bin mir sehr sicher, dass der sich selber umgebracht hat. Ich gehe jetzt aber nochmal nachschauen. Weil ich erinnere mich sehr, dass wir da einfach, ja, dass hier, wenn wir hingehen, ja, nein, das ist mir gerade egal. Hier, bis nach Roseway. Achso, warte mal, wir können auch einfach wieder schnell reisen. Und zwar genau hier. Ich bin etwas gestresst, muss noch meine Bude putzen, bis der Boyfriend vorbeikommt.
Ja. So. Kann ich zustimmen. Das kann ich zustimmen. Okay, also wir haben hier nochmal, ne? Hier, toter Anton Crane. Der hat Selbstmord begangen. Okay, das heißt, wir haben uns jetzt hier nicht irgendwie total seltsam geirrt. Das ist, der ist tot. Fertig. Okay. Das heißt, ich habe ernsthaft keinen Plan, was da jetzt los ist. Warum? Was? Warum? Ja, aber muss noch viel machen oder bist du bald? Bist du bald fertig? Oh, it's you. I'd hoped to never see you again. I don't know why I let you goad me like that. You're a despicable person. But, as you can see, I made it to Byzantium regardless. Okay, ich glaube, das ist ein Bug. Weil Anton Crane... Anton Crane hat sich selber umgebracht. Und wir erwähnen das mit keinem Wort. WTF. Warte mal, ich muss das jetzt googeln. Anton Crane. Suicide. But still appears in Byzantium. So. Okay, oder, hä? Anscheinend findet wir es nicht. Ich bin total irritiert. Okay. Das... Ich bin... Hä? Ich bin total irritiert, weil anscheinend gibt es diesen Fehler nicht online. Es gibt den Fehler, dass er halt nicht da ist. Aber anscheinend... Oh, wait, hier haben wir es doch nochmal. Glaube ich. Witzigerweise auf... Ah, okay. Okay, also, okay, das ist... Der Bug ist da. Er ist gar nicht so unüblich. Sorry, gerade, dass ich da mal abgelenkt war, aber ich wollte wissen, ob das jetzt irgendwie... Story sinnvoll ist oder ob das ein Fehler ist, weil ich habe... Er hat sich... Wir haben gerade eben noch seine Leiche gesehen. Okay, wir müssen jetzt noch mal schauen. Ah ja. Elisabeth, aber wie lange... Seit wann bist du nun umgezogen? Ich habe es irgendwie gar nicht mitbekommen. So, could happen to a nicer guy. His place suits you. Facade concealing emptiness. You're just jealous. I not only live here now, I've been offered early retirement. A chance for a leisurely life, enjoying the finer things, pursuing knowledge for its own sake. Oh, der ist ausgezogen. Das ist gut. You know, they offer early retirement to people from all over territory. You're not special. What? That can't be true.
I've worked my whole life to get here. This is my reward. Bringst du dich jetzt wieder um? Bitte, ja. Du Lappen. Okay. Oh, there. That's one right there. Can't you just see the stench of impropriety radiating off of her? Sie geht mir auf den Sack, ey. Ach ja. I called them back from retirement. So, das heißt, wohin müssen wir jetzt eigentlich? Müssen wir nicht eh irgendwo anders hinfliegen? Oh. Gib mir hier so rein. Hallo. You get tired of patrolling? Just go rough somebody up. So, warte mal, ja, damit kommen wir in die Dings rein. Ins Questgelände für die nächste Quest, aber da wollte ich ja noch gar nicht hin. What about Virginia? For my gun? You just come up with that out of the blue? I might have been thinking about it for a while. It's okay if you don't like it. Actually, it's perfect. Virginia it is. Okay. Deine Waffe heißt jetzt Virginia. Sehr schön. So, you and Junlei holding hands yet? When we can. We don't get to see each other much, on account of how rare it is we dock at Groundbreaker. You seem real happy. I'm glad for you. That's awful sweet, Ellie. Thank you. Das ist so lieb. Ich finde es sehr, sehr cool, dass wir die Quest jetzt geschafft haben mit Pavati und Junlei, dass sie jetzt zusammen sind. Das ist so lieb. Ja, bevor wir jetzt hier weiter erforschen, gehen wir jetzt erst echt mal darüber. Was? Steht doch nicht im Weg. So, Schrott verkaufen. Gefühlt haben wir immer noch zu viel Shit mit uns rum. Achso, weil wir das jetzt nicht mehr als Dings halt markiert hatten. Das ist ja unpraktisch. Wir haben immer noch zu viel hier drin. Bestimmt vermutlich schon wieder zu viel Scheiße hier. Nice, easy. So, Charge Surface. Was kann man eigentlich hier was verkaufen? Superscope. Toughened. Das hier. Als ob wir Silencer brauchen. Als ob wir Silencer brauchen. So, bisschen wieder weniger Scheißdreck mit uns rumschleifen. So viel Shit hier. Und schon wieder easy gewonnen.
nothing in this city work anymore. Hortense yells at me about vagrants one more time, I'm gonna snap. Why do you think I've been avoiding the estate district? Isn't that your beef? Was. I sent Rajesh. Witzig. Oh, was? Die hat plötzlich einen kleinen Hund. Und warum liegen hier überall diese Magpicks rum? Gibt so gar keinen Sinn. Ah, cool. Ich dachte gerade so, warum habe ich jetzt XP bekommen? Chaosmaschine gefunden. Okay, aber wie komme ich da jetzt da unten hin? Ah, jetzt weiß ich wie. Mach das, Lisbethy. Viel Erfolg dabei. Wie lange hast du noch Zeit? Witzig. Hallo? Aufzug? Bis 23 Uhr schafft es. Ja, klaro. Das ist ja noch ewig Zeit. 4 Stunden. So. That's the last of them. Finally. Is it just me, or are we getting more and more retirees lately? Not just you. Felt like a damn factory worker these last few months. Oh well. Nothing a few drinks won't cure. Come on, let's go hit up Bijou's. Can't. They're closed. Someone saw a sprat in there. Bijou's too? Damn. What's this city coming to? Ja, irgendwas ist seltsam an Byzantium. Alles sieht hier scheiße aus. Und wir haben jetzt keine Wachen mehr hier? Witzig. Irgendwas ist hier super fishy. Und ich weiß nicht, easy. Vielleicht? Welcome to the Halcyon Holdings Corporation Early Retirement Center. You, the lucky few, have been selected to spend the rest of your days living the high life in your own private district in Byzantium. When you arrive, you'll be whisked away to your very own luxury penthouse, furnished exclusively by 24/7 Furniture's deluxe Falskowood collection. Some assembly required. 24/7 Furniture is not responsible for any injury, psychological damage, or divorce litigations that occur during the assembly process. After you get settled in, you'll have the chance to explore your new home. Why not go for a bite at one of our many restaurants, like CNP's Blazing Borscht Barbecue or Rizzo's All-You-Can-Crunch Cereal Buffet? Or maybe you'd like to head to the bar and enjoy an ice-cold Zero-G Brew by Spacer's Choice. Zero-G Brew, an ale that's good for what ails you, although in the early retirement district, nothing will. All this and more will be complimentary for the entirety of your stay, courtesy of the Halcyon Holdings Corporation. You won't have to spend a bit. So relax, grab a refreshment from one of our vending machines, and enjoy our specially constructed welcome center. While you're here, be sure to check out the displays for some fun facts about the early retirement program and selection process. Then, once you're ready,
enter the elevator at the end of the hall and leave your troubles behind. Today is the first day of the rest of your life. Today is the first day of your early retirement. Congratulations. Welcome to the Halcyon Holdings Corporation Early Retirement Center. You, the lucky... Es kommt mir komisch vor. Das ist bestimmt sowas wie die Insel oder sowas. Dieser Early Retirement Scheiß. Early Retirement Fun Fact number 1. You're special. Each month, hundreds of thousands of workers apply to the early retirement program from across the Halcyon system. That doesn't just include workers on Terra 2, but those who live on a Groundbreaker or have faced as well. Even after weeding out undesirable or unqualified candidates, only 2.3% of those entrants are selected for early retirement. I sure hope you bragged to your neighbors before you left. Way to overcome the odds, champ. Few have been selected to spend their... Fun fact number 2. Did you know the early retirement selection system is the most rigorous, cutting-edge lottery system in the entire galaxy? Here's how it works. Each candidate's name is printed on a plastic ball. The plastic ball is placed in an advanced turbo encabulator with thousands of others. A team of advanced automechanicals operate a complex series of pulleys at random. The balls are funneled through the turbo encabulator into an inserositek tube. They are then launched at a specifically designated accuracy matrix. The first ball that aligns with the center of the accuracy matrix is the winner of the day. By using this method, the Halcyon Holdings Corporation ensures that all early retirees are selected with complete impartiality and minimal collateral damage. Oh yeah? The rest of your days living the high life in your own private district. Fun fact number 3. We're sure that all of you had a wonderful time in completing your early retirement application forms, but we know that even something like paperwork can get a little old after 87 pages. Ernsthaft 87 Seiten für diese dummen... Okay. Fortunately, we're pleased to inform you that your hard work was all worth it. By knowing details like your shoe size, blood type, and dental history, we can properly customize your early retirement just for you. Every detail will be tweaked and adjusted to fit your unique needs, just like how Hammersmith weapons are built to fit each customer's personal style of combat. What you want? Hammersmith. Number 4. The Early Retirement Center is the safest place in the entire system. Not a single crime has been committed within its walls since its construction. Wow. This is all thanks to the hard work of the men and women in black and white, Universal Defense Logistics. Each and every day, UDL security protects the citizens of Byzantium, shielding them from harm. No dissidents run wild under their watch. So rest easy, early retirees. You're under the watchful eye of UDL security. Whether you're out and about or relaxing at home, UDL is watching you. Das klingt schlecht. Das klingt sehr schlecht, wenn mich die UDL ganze Zeit beobachtet. Here in Byzantium, automechanicals will make your life cleaner, easier, and more efficient. Just as they do in the rest of the city, teams of automechanicals regularly sweep through the streets of the early retirement district to give them that classic Byzantium sheen. But that's not all. They'll attend to your personal needs as well. Want to order a drink? They'll bring one right to your table. Make a mess in your new penthouse? They'll clean it up for you. Why, they'll even carry your luggage once it has been cleared by security and released from our customs warehouse, of course. So if you see 700 pounds of steel lumbering towards you, don't panic. You probably just dropped one of your Happy Dale Farms woolly curds. Whoops, don't worry, I'm sure it's still good. Very own luxury penthouse. Okay. Und Fun Fact Nummer 6. The Early Retirement Program is one personal brainchild of Minister of Earth Aloysius Clark, endorsed by Chairman Charles Rockwell. Minister Clark and Chairman Rockwell share a vision that every worker in Halcyon has a fair chance to experience the beauty and luxury of Byzantium. So before you step onto that elevator and embrace your retirement, remember to say thank you, Mr. Clark. You wouldn't be here without him. Furnished exclusively by 24/7 Furniture's. Was soll das hier? Hier kosten Dinge was. Was eine Lüge. Lux False Gold Collection.
Some assembly required. 24/7 furniture is not responsible for any injury, psychological damage, or divorce litigation. Okay. Before beginning your new life in Byzantium, our safety regulations require you to consent to the following. You, hereinafter referred to as the employee, consent to the rules and regulations of the Halcyon, blah blah blah, hereinafter referred to as the center. The employee confirms that they have read and understand the rules of the center as written in Article 3, Section 5, Clause 27 of the Early Retirement Welcome Packet. The employee also confirms that they received this packet en route to the center. In the unlikely event of injury, death, or the loss of personal items, the employee assumes all liability for the incident. The HHC and its subsidiaries bear no responsibility for the incident and offer no compensation. Should the center recover any lost or stolen goods, the employee must retrieve them within 48 hours or their goods will be forfeit. If the employee is having second thoughts about living out the rest of their lives in unparalleled luxury, then they may exit this terminal and return to the center's landing bay. There, the employee may turn in their winning early retirement ticket and wait the next outbound transport. Don't worry, that ticket won't go to waste. It will be given to another deserving worker to keep the center's inbound population at the ideal levels. Otherwise, if the employee is ready to begin the final leg of their early retirement journey, enjoy all the center has to offer, please select I consent. Uff, ey, was? Das war jetzt viel Text, by the way. Aber wir sagen jetzt mal I consent. Congratulations, you just made the first step on the greatest journey of your life. Now please proceed to the elevator. Your early retirement awaits. After you get settled in, you'll have the chance to explore your new home. Why not go for a bite at one of our many restaurants, like CNP's Blazing Boar's Barbecue or Rizzo's All-You-Can-Crunch Cereal Buffet? Oh Mann, ey. Wir werden so sterben, ey. Ich weiß es jetzt schon. Ja, ja. Die Musik wird schon abgefuckter. Guck. Alles abgefuckt hier. Okay. Und nein, der Aufzug geht nicht wieder hoch. Die wurden hier ordentlich... I can take a hint. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal uns den jetzt stellen hier. Party. Okay. So, ausnacken bitte, Dankeschön. What a waste. This would be a great arena match, but the board's gotta make it a death trap. I could put these parts to much better use. Und ich finde es so witzig, dass die hier einfach weiter aufräumen. Die Janitors. Ja, hier wurde auch eine Guard überrascht.
To TNL customer service. I would like to formally request a refund on my new TNL shock cannon. You advertise it as the most reliable tool for disabling rude or disobedient automechanicals, but if you load it with an energy cell that is covered in your own blood, it misfires. I've used TNL weapons exclusively for 7 years, but if this matter is not resolved, then you'll have lost another customer. You will also have lost another customer if I die, so you'd better hope I can get this blood back into my body. Okay. So. Ja, wir kümmern uns gleich drum. Wir schauen uns aber noch, dass wir hier noch die ganzen Dinge hier raiden. Weil meine Hoffnung ist eigentlich, dass ich hier noch ein bisschen schwere Munition finde. Aber ich denke, nein, das werden wir nicht tun. Okay. Yay, schwere Munition. Okay. UDL Logistics, automac status active, maintenance exit status sealed. Note, due to the nature of their assignment, automechanicals in the HAC Early Retirement Center were not constructed with a standard maintenance mode or IFF transmitter transponder. You'll be pleased to know that this saved 200 bits per unit, but please note that any injuries sustained during routine repairs will come out of your paycheck. Thanks for being part of the UDL team. Okay, die Automechanicals waren jetzt eh schon. So. Und jetzt auch noch Hedge hier. Unsealed. Können wir durchgehen. Genau. Ach ja, die Panda-Sticker. Falls irgendwer Bock hat, mir 5 € oder auch mehr zu spenden, dann bekommt ihr hier aus meiner neuen Badge 10 Panda-Sticker nach Hause geschickt. Okay. Ich speichere mal kurz, weil ich will wissen jetzt, was passiert, wenn ich hier das einfach so aufknacke. Ja, kümmert sich niemand drum. Reparieren wir doch mal alles, auch alles, was wir haben. Ah. I wish I could do that. Anscheinend sind wir gerade entkommen. Was? Oh. Hier sind wir. Oh, okay. Geh doch weg. Ich glaube, wenn wir die nicht disabled hätten vorhin, dann hätten wir jetzt ein anderes Problem. Ich speichere mal. Und dann... Here we go! Nailed him, Captain!
Ne, da kriegen wir tatsächlich... Da verlieren wir Punkte. Schade. Ich dachte, das ist jetzt so ein normaler Kampf. Und dann verlieren wir dann keine Punkte. Sowas. Ja, dann gehen wir jetzt halt. So. Dann bin ich mal gespannt, wie sie darauf reagiert. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie sie darauf reagiert. So. Das heißt, es ist einfach ein System, wo halt Leute umgebracht werden, damit weniger Leute gibt. There. That's one right there. I must admit, I'm getting a certain thrill out of our little arrangement. If this goes well, perhaps I'll start hiring wandering delinquents to handle all of my affairs. It is going well, I hope. Mal, ich speichere mal, bevor ich mit ihr rede. Ah, there you are. The retirement district is a paradise. You should see it for yourself. I knew it. I just knew it. What a disaster. Did you get a good look around? What was it like? An endless extravagant garden. There were even signs that said no frolicking. Truly? Why, that's the most beautiful thing I've ever heard. I can't believe they kept this from us. From me. The nerve. The audacity. Here, take your payment. I have to fetch my things. I don't care what I have to do. They'll give me luxury or give me death. Well, they give you plenty of death. Words. Okay, warte mal, ich schau mal kurz, ob das jetzt einen Unterschied macht, was ich hier sage. Weiß nicht. Hier. Bla bla bla. Okay. Nö. Die Quest ist dann hier zu Ende, scheinbar. Aber gut. Dann würde ich sagen, machen wir doch jetzt mal die Cities in the Stars Quest weiter. Das heißt, wir müssen jetzt mit dem Minister Clark reden. Schlimm wieder, ne? Habe ich ein Ding gelesen. Es ist halt auch ein RPG, ne? Passiert das mal? This property is off limits. Solicitors, loiterers, and uninvited visitors will be fined to the fullest extent of company policy. This ultimatum brought to you by Universal Defense Logistics. I'm here for Minister Clark. That's funny. The minister isn't expecting visitors, and you don't much look like one of those couriers from HPS. Well, I've got a parcel here with the minister's name on it. Looks like your papers are in order. All right, go on through. Like we have.
voll gut, ey. Was? Aber das sind doch Texte. A UDL security attendant is always prepared. Party, get you nuts. So. Bitte alle hier rein. Party auch. Dankeschön. Oh, hier die Tür zu und kann mich hier weiter klauen. Auch einfach nur, weil es geht. Wir brauchen den ganzen Scheiß gar nicht. Leider kann ich nicht Klavier spielen. Ich finde es ein bisschen schade. Also ich habe es halt nie gelernt. Also ich hätte wenig Probleme, es aber zu lernen. Weil ich habe mal Akkordeon gespielt. Und das ist ja relativ nah am Klavier. Schon praktisch, dass er ganz mit seinem Rücken zu mir steht, sodass er nichts mitbekommt, wenn ich Dinge hinnehmen klaue. Achso, du meinst im Spiel? Nö. Kommt rein, Mädels. Kommt schon. Oder kommt halt nicht rein. Oh, I wish I could do that. Komm, schau weg. Ich finde es so gut, dass die immer in die komplett falschen Richtungen schauen, ey. Ist total sinnfrei. Ach, was uffst denn? Easy, was uffst du denn so, ey? Ist witzig anscheinend, wenn man mal drin ist, dann wäre man da nicht irgendwie unterworfen von wegen, dass man nicht entdeckt werden darf. Akkordeon ist uff. Ach. Ist laut. Laut, aber doch nicht uff. Es ist so einfach, hier alles zu klauen. Es ist so... Oh, okay. Da hat er was umgeschossen. Schau, speichern. Haben wir noch andere Türen hier? How did you get in here? I don't know.
No one stopped me, I guess. So. Bisschen Privatsphäre. Alle Türen zumachen. Ooh, what you find? Tja. Es ist so einfach. Komm, wir klauen ihn jetzt noch. Okay. You're not one of my guards. What are you doing here? Oh, my law. Captain! Captain! That's the minister! Mr. Clark! Oh, wow! So, this is one of the guys who runs the colony, huh? Small room for a big shot. If this is about another aetherwave clip or radio spot, you may kindly fuck off, as the parlance goes. I'm not doing any more. Seems like we're getting off on the wrong foot. Have I not made myself clear? Slowly and loudly, Aloysius, that's the only way these morons understand anything. I said, you may tell Charles to go fuck himself. Calm down, I'm here to ask you some questions. Then you're not part of Rockwell's PR team. No. That means you're a dissident? A real live dissident? But what are you doing here? And how did you get in? Wait, you think I'm a dissident? My friend, the slightest demonstration of independent thought or action renders one a dissident in the board's rather expansive definition of the term. Which is why I'm dying to know what brought you here. Oh. I'm looking for dimethyl sulfoxide. Drugs, of course. What else? Why did I get my hopes up? Back to idiot speak. I don't have any drugs. You should try a vending machine or a purveyor of curative goods. I don't know if our chemicals are here, but this guy is definitely not. Will that be all, then? Sehr seltsam, der Typ. Why do you keep talking like that? Stars, they're getting denser by the day. I shall endeavor to speak more slowly. Is this better? Stop that, I understand you just fine. You do? Oh, this is such a relief. You've no idea how long it's been since I spoke to someone with more than a modicum of intelligence. What's going on here? Chairman Rockwell. He's kept me under house arrest for years. I've long suspected him of transacting business in my name. But this proves it. Yeah, sure. It's always someone else who ordered the hookers and energizing ointment. Please, this is important. Whatever it is that brought you here, Rockwell's the one behind it. Uh-huh. You expect me to believe this? After seeing this place, is it really a stretch? I've been confined to this house for years, and even I can tell you, things aren't right in Halcyon. Whatever Rockwell's doing, he'll be doing it from the HHC headquarters. Your best lead is to look for details in his office. This all feels off, Captain. Like when there's a storm coming, but everything's quiet and still. Believe me, things have been off around here for a very, very long time.
A reckoning is most certainly due. We really gonna do this? Getting involved is a messy business, and it rarely pays. This is about more than bits. This is about the survival of the colony. If you don't help, who will? Why, this is starting to sound like an issue of Dissident Hunter. You seem a little too excited about all this. We're discussing industrial espionage, legal redress, the possible salvation of Halcyon. Is this not exhilarating? Also, this is the longest conversation I've had with someone else in quite some time. Der arme Mann. Und hallo Falke, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn? Ja, der arme Mann, der scheint wirklich so ein bisschen froh zu sein, dass er hier gerettet wird. Aber warum hat uns dann überhaupt jemand hier reingelassen? Wenn er unter Hausarrest ist. Ich bin irritiert. So, let's focus. How do you get to the AJC headquarters? Well, at any rate, I'm glad to have someone else on my side. I dearly hope I'm not imagining this. Now, we've got to get into the HHC. That's in the Acropolis district, along with the other major corporate and government facilities. But only board employees are allowed into the district. There's a heavily guarded checkpoint just down the street. There might be a route through the maintenance tunnels, but I'm afraid I don't know specifics. Most people avoid the area for obvious reasons. Okay, once I get into the Acropolis district. Wait, obvious reasons? They're rather dirty. There are also rumors of sprat infestations, faulty automechanicals, and other unsavory hazards, if that sort of thing bothers you. Wir haben uns durch alles mögliche durchgekämpft, also nein. Das freut mich zu hören, Falke. Das freut mich zu hören. Und schön, dass du hergefunden hast. Wir spielen gerade hier weiter die Outer Worlds. Wir sind jetzt mittlerweile im 12. Stream. Und ich bin jetzt gerade auf so dem, komm, wir fahren das jetzt fertig. Ich dachte eigentlich schon, dass wir es am Mittwoch fertig kriegen, aber die Outer Worlds scheint immer noch ein bisschen Content auf uns zu werfen. Das Schöne ist, dieses Jahr soll noch ein DLC rauskommen. Und auf den bin ich auch schon gespannt. Den würde ich auch total gerne spielen und euch zeigen. Ich hoffe, dann seid ihr auch immer wieder dabei. It doesn't. Suit yourself. When you reach the HHC building, this access card should get you up to the executive suites, where the chairman's office and what used to be my office are. How did you manage to hang on to your access card? The board's lackeys are none too bright. I simply claimed I'd lost it and hid it somewhere no one would think to look. You. I merely hid it in a book. No one reads anything longer than a few pages around here. There are a few advantages to dealing with imbeciles. Wenigstens. Er hat sich also nicht in den Hintern geschoben. Well, thanks for your help. Wait. Rockwell has one of the only terminals capable of transmitting to the Earthbound message drone. This is our chance. Please, take this and transmit it from his office. Rockwell hasn't given me any messages from Earth for years. He's desperate to keep me out of contact with the Earth Directorate. But they need to know what's happening here. What's on the cartridge? What isn't on it is the real question. I've gathered meeting minutes, internal messages, sustainability reports, and more, all exposing the corruption and mismanagement plaguing Halcyon. Once the rest of the Earth Directorate sees it, they'll have to send help. You're awful trusting for a guy who's been locked in his own house for years. The Earth Directorate is our best hope. Even Rockwell's resources are no match. And it is hardly in their interest to let Halcyon crash. How long will it take? Depending on the nature of their response, months at least, perhaps years. Oof. Organizing and sending personnel all the way out here is no mean feat. Well, it's something. And now I entrust it to you. Good luck, and trust no one in the Acropolis district. Okay.
Krass, okay. Das heißt, in Byzantium gehen noch viel mehr Dinge schief, als wir dachten. Ah, cool. Eine Verschwörung. Eine große, große Verschwörung. So, jetzt sind wir auf diesem Balkon. Und was machen wir auf diesem Balkon? Oh, wir können hier runterspringen. Da können wir nicht rüberspringen. Wir können jetzt hier rüberspringen. Und dann hier rüberspringen. Und hier rüberspringen. Autsch, und dann sind die Beine wohin. Und ein bisschen Wodka mitnehmen. So, dann würde ich sagen, gehen wir da jetzt mal hoch. Acropolis District. The Acropolis District is off limits. Move along. Mind if I take a breather? I'm pretty tired after hauling around all these bits. You could have asked me, you know. What in the law's name are you on about? This is embarrassing. I was going to bribe you, but I just realized I don't have enough on me. Ich will nicht. Honest mistake. Why don't you come back another time and we can take this from the top? I'm looking for trouble. I just went in. Yeah, and I'd really like a new Hammersmith grenade launcher. Hammersmith, the most trusted brand in brutality. But we can't all have what we want. And seeing as you don't seem the executive sort, you obviously don't belong in the Acropolis district. There's some brilliant logic. You should be promoted. Hey, I've been trying to get a post at the HHC, but they keep turning me down on account of my odious interpersonal skills. Or something. Anyway, I've worked here long enough to know every clerk by name and face. And since I don't know yours, you ain't getting through. You don't know me because I'm new to the job. I'm starting in the ministry tomorrow. You're new to the ministry? You one of those lab coats they promoted from a company town? You ever heard of stimulation? I developed the active compound. That was yours? Wow. You earned that promotion all right. So you start tomorrow, huh? You know, they should have set you up with an ID 6 to 8 weeks ago. I know, but it never arrived. I tried to file a complaint. But then you had to wait 6 to 8 weeks for the complaint forms to arrive, right? I've been there. Yeah, alright. You're good to go. Thank you. Deppen. Und so kommt man rein. So, jetzt nur noch die Frage, wie wir weitermachen. Warte mal. Captain, I stand out here like a big, greasy thumb. That's alright. Das kriegen wir schon hin. Also. Machen wir einfach so. Trägst dir das hier. Und die Ellie bekommt das hier. Und schon sehen wir nicht mehr komplett unnatürlich aus. Genau, aber ich habe ja auch diesen sehr, sehr feinen roten Suit, den seltsamerweise sie hier auch hat. Warum hat sie den auch? Sie darf den nicht haben. Ich habe ja das Unikat. Die andere wurde dafür umgebracht, nachdem sie einen das davor gebaut hat. Most of the day-to-day business goes through the adjutant, Sophia Akande. She handles matters while the chairman's away. Mach das. Viel Spaß mit deinem Kaffee. Bring mir einen mit. Okay, ich gerade Bock auf einen Kaffee. Das wird schwierig hier durchzukommen. Sehr schwierig. Okay, wir können hier auch nirgendwo anders mehr hin. Wir müssen einfach...
I have to go through 3 checkpoints just to take a bathroom break. Can't be too careful. Dissidents like Phineas Wells will stop at nothing to ruin this colony. Hell, I even heard a rumor that Celeste Jollicoeur was recently uncovered as a dissident. But couldn't they concentrate the security outside the building so we can get some work done? Why are you so bothered by having a few guards around? I think I'm gonna have to speak to your supervisor about these dissonant leanings of yours. Wait, that's not what I meant. Oh, die Arme. Die wird als nächstes umgebracht. Skandalös. Die verschwinden hier einfach. Das ist ein schöner Tisch. Welcome to the official headquarters of the Halcyon Holdings Corporation Board. Today's greeting is brought to you by Auntie Cleo, a subsidiary of Colway Pharmaceuticals. Okay. State your business. Please step away. This entry is for high-priority HHC business only. Access card. Is this official enough for you? Huh. I didn't realize we were still using those iridescent stickers. But this looks right. I'll just need you to register your weapons with a revised request to carry 32B form. Each weapon will need a separate form. Fine. Now, let's see. Damn it. When did I run out of forms? How about you save us both some trouble and let me through? I was gonna suggest that myself. Look, you don't have time to wait on new forms, and I can't afford the citations for impeding HAC business. So I'm gonna save us both some trouble and waive your forms. Wonderful. Mighty fine of you. Just know there are a bunch of guards upstairs, and they're all high on dervish mist and low on patience. So try anything funny, and they'll paint the walls with your guts. Klingt fantastisch. Es ist auch gar nicht absurd, dass wir hier mit unseren Waffen rein dürfen. Also, ja, das ist dezent absurd. Ich hoffe, dass ich nie so eine Wache habe bei meinen Security-Standpunkten, weil, nein, das ist horrible. Kann ich mich hier irgendwo verstecken, sodass die Leute mich nicht sehen? Speichern mal. Nicely done. Kommt hier rein. Tür zu. Und dann erstmal Bude ausräumen. So. So. Und was haben wir hier? 450 Bits, die am Boden liegen. Ja, locker. Ich verliere auch ständig 450 Bits. Fällt mir auch so mal eben aus der Tasche und ich merk's nicht. Weil, 450, das ist ja nix. Kann ich mir gerade mit einmal den Arsch erwischen. Und dann schubbert's schon. Percival Platt. If you'll forgive my saying so, that outfit looks splendid on you. What exactly do you do here? Personal assistant to Adjutant Akande and Chairman Rockwell. I'm also responsible for organizing the adjutant's stationery, which is more of a hobby. Any chance I could meet Chairman Rockwell? Oh, exciting. The art of arranging stationery is a never-ending source of joy and satisfaction. Will there be anything else? Klingt total glücklich.
Any chance I could meet Chairman Rockwell? Ah. Oh, you were being serious. I'm obliged to inform you that Chairman Rockwell is unavailable for an indeterminate duration. Will there be anything else? Am Ende ist es Percival Platt, der einfach alles die Fäden zieht hier. So creepy, wie er das gerade gesagt hat. Oh nein, das ist locked. Ich kann das nicht einfach picken. Okay. Excuse me, just a moment. Is there something I can do for you? What the fuck, man? I beg your pardon, Minister Clark's former office is currently closed to solicitors. You should get back to your desk. I saw somebody on your stationery. What? Oh dear. Thank you for reminding me. I can't stand the thought of someone else's hands touching my custom letterheads. Well, off you go. What the hell? One person gets all this space. Just to sign papers all day? Der ist auch nicht hier. Erstmal seinen ganzen Alkohol klauen. Broken Snow Globe, okay. Kann man bestimmt dann irgendwo bei uns im Schiff finden. So, this terminal brought you to you by enter company name here, enter company here, enter slogan here. Okay. Few priority messages. Chairman, the rough cut of the presentation is prepped to play. The PR department has a lot of work to do, but we've covered the basics. Halcyon is the brink of starvation. The board scientists are working on a solution. Workers can look forward to the after employment program for the chance to contribute. You see the current version when you print your keycard from the Ministry of Accuracy and Morale, and yes, before you ask them about dimethyl sulfoxide has been delivered there. It's waiting for your sign-off on the broad strokes, so wanted to make sure you saw it. Don't worry, I'll make sure it gets properly edited. Okay. Personal files. What's taking so long? Percival, how long does it take to clear out an abandoned office? Toss Clark's personal belongings into the streets of Byzantium for all I care. He's not using them. Just get my office expansion done before I return. I'm tired of staring at a hole in the wall. And for law's sake, do something about that doom and gloom presentation. We have the brightest minds in Halcyon working in our public relations department, and they make this announcement look like a damn funeral elegy. We need something bright and cheerful. We need something we can sell. Okay. Subject masseuse. Percival, reschedule my regular Wednesday massage. I have urgent matters to attend off-site. Food reserve. Chairman, I've made inquiries and can confirm that we have plenty of food, real food, stored away from our intercolony trade. The nutritional profile of food produced within Halcyon has continued to decline. Soon people are going to start feeling hungry no matter how much they eat. Unfortunately, it's gotten too expensive to continue buying from even the closest colonies, but what we have will sustain Byzantium and a minimal workforce for the foreseeable future. Signed, Sophia. That's ja schön. Ah, the other corporations. Chairman, the heads of the other 9 corporations are up in arms about their shares again. As head of UDL, you can overrule them easily, but I thought you should know they're at it again. Okay. Return to root. Wir schicken mal die Nachricht. Just missing the drone. Message on route. Please allow 3 and 9 months for your message to complete transit. Oh man. Okay, und wir drucken mal hier eine Keycard. Good afternoon. I'm Chairman Rockwell, and I'm here to address a serious issue facing us. As you all know, our colony has been successful beyond our wildest dreams. Unfortunately, we've recently discovered that our food supply will not be able to sustain Halcyon's population in the long term. Everyone will die. Everyone will slowly stop living from malnutrition. But we're doing it together,
And that's what matters. I fucking swear, if someone doesn't give me something to read that will placate the masses soon, all of you will find yourselves violently unemployed. But I can assure you Hallo, Chat und we've got a Gurun. solution. It's called the Lifetime Employment Program. We will freeze most of the colony to preserve resources, while the best and brightest of Byzantium continue living in prosperity. Look, you idiots! How many times do I have to tell you we can't say shit like that? Fire whoever wrote this! While Halcyon's brightest minds solve the problem of our nutritional shortage, the rest of the colony will be placed in suspended animation. Individuals will be revived on a rotating basis, so that every Halcyonite can be part of the important work of saving our colony. By testing paperweights. Sorry, couldn't resist. Let's go again. And someday, in the not-too-distant future when we've solved this crisis, we'll all be back together again working for the good of Halcyon. Until then, the board shall provide for the deserving just as it always has. So, obey your supervisors, take your vitamins, follow your corporate-mandated grooming rituals, and rest assured with the board on your side, there is nothing to worry about. Okay. Hey, aber That was all wenigstens. a story, wasn't it? It's not real. I don't know about you, but I'm all for living fast and dying young. Aber wenigstens hat er ein bisschen Humor, der Typ. Okay, und hallo Dorado, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn? Ja, du hast gerade noch so die Nachricht bekommen, die hier der Chairman Rockwell aufgenommen hat. Für die Leute hier in Byzantium. Also für alle Leute in Halcyon, besser gesagt. Mir geht's wunderbar. Ich spiele hier. Also wie gesagt, wir sind jetzt gerade hier dran. Und wir decken hier gerade auf, was hier in Halcyon schief läuft. Und tatsächlich, diese eine Forscherin, die hat nicht gelogen. Die Leute hier in Halcyon, die werden bald verhungern. Und das ist ein großes Problem, um das sich gerade der Chairman Rockwell kümmert. Deswegen bringt er gerade anscheinend viele Leute um. Damit weniger Ressourcen verbraucht werden. Und so weiter und so fort. Also ist echt schon bad. Hier die Situation. Nein, und wir sind immer noch nicht durch. Aber wir nähern uns, glaube ich. Wir nähern uns. So, by the way, hat For Honor eigentlich eine Story oder ist es wirklich nur hier Multiplayer? Oh mal, warum ist die Kamera falsch eingestellt? Mhm. Ja. So. So. Das hat auch eine Story, aber die ist so, naja. Meh. Meh, sagt er. Ich finde schön, dass auch sich keiner wundert, was wir hier machen eigentlich. Okay. So ein Armband mitgenommen. Not so fast. The Ministry of Accuracy and Morale is off limits to everyone without X-36 level clearance. It's okay. I'm a doctor. I don't care if you're a brain surgeon. If you don't work here, or for Chairman Rockwell himself, you're not getting in. Worth a try. You'd be surprised how often that works. Das steht hier sehr gut. X-36 clearance only beyond this point. How's this for clearance? I don't know how you got that, but I still don't know you, and I don't have any new clearances on the list.
wir lügen? Wir können lügen. So. Like I said. Already showed you my pass. And you're... You must not be up to date on C532 clearances. What are you talking about? There's no such thing. Sure there is. You don't have the clearance to know about it. What? There's no way. I'm cleared to know about all clearances. I mean, I've gotta be, right? Not mine. Come to think of it, I may have to write you up just for hearing about it. Whoa, there's no need for that. Go on through, and let's pretend this conversation never happened. Es ist so cool, dass dieser Unfug halt funktioniert. Was soll das denn, ey? Also ich meine halt so ein... Das ist halt so die... I think I'm gonna start taking my lunches out in the city. That woman from downstairs is still in the cafeteria. That scientist? The one who's been hounding the clerks? Ooh, gives me the shudders, too. They're all pretty unpleasant. What do you think they actually do down there? Best not to ask. Remember that one clerk, Emily? She found a badge one of them had dropped and went down to return it. Never saw her again. Okay. Scheint dort echt gut zu laufen. Ja, aber es funktioniert halt, wenn nie alle genau Bescheid wissen über alles und in so einem Security-Apparat drin hängen. So. Gehackt. Humans are our fourth most important resource at the Ministry. If you have a complaint about anything work-related, write about it here. You'll feel much better after you do. So, mal schauen. 4,73%? 4,73%? Was ist das? Ah! Ja. Ja, no. So, Theodore Isaac keeps from Caroline Endicott. Finally taking action. Theodore Isaac keeps eating my purple berry lunches. I know that sprat-toothed little snot is the one doing it. I've seen him with cracker crumbs on his lip and purple berry stains on his lab coat. Working next to him and seeing him pick the remains of my lunch out of his disgusting teeth just makes me want to scream. There, I did it. I screamed a little. That felt good. Just going to sit in the kitchen, wait for him to do it again. I'll catch him in the act, and then I'll come back and write up another entry. Going to be so livid. Oh, okay. Das war seltsam. Okay. Employer rights. Under the Biased Labour Standards Act, wage determined by merit of your work. Overtime may result in higher pay if the quality of said work is considered exemplary. Your employer has the right to dock your pay should you damage any facilities or equipment. If it is your responsibility, not the employer's, to avoid workplace hazard. Silence. Schaut mal weg, damit ich hier diese Mission klauen kann. Schaut gerade jemand. Schaut doch alle mal weg hier. Wegschauen, nicht hinschauen. Dankeschön. Weitergehen. Ja, weitergehen. Es sieht so ein bisschen aus, als wäre ihr Auge so ein Apple-Logo. Fällt mir auf. Nobody cares! Nobody cares!
Doch, Nothing exciting ever happens around here. die kehren ganz arg. Warte mal, warum? Was schießt du jetzt hier? Das geht nicht. What was that? Easy. No visitors allowed, citizen. I'm going to need... How about a wink and a smile? Intruder! Something's not right. Keeping you! Komm. Komm hier, bring mal deine Kollegen um. Komm. Nein. Ich glaube, du musst einfach mehr Nachrichten produzieren, die du hervorheben kannst. Genau, also wir müssen schon warten, bis die hier weg ist. Wir können ja nicht einfach nichts aufmachen. Ah, hier siehst du es eigentlich schon, auch schon in den Postern so ein, da wo der Chairman Rockwell die Hand sich auf den Minister Clark auflegt, dass er so die Oberhand hat. Tada! You gotta teach me that. Oh, das war knapp, ey. Das war knapp. Ne, aber den Unfug brauche ich gar nicht. So. Hunting Life Ultra, Wärmen. Alle Tiere. Weg damit. Der Pavati könnte ich jetzt mal noch die Plasma Rifle mitgeben. Ja, please don't look at it. Please don't. Das ist so hard work in progress, gibt's nicht. What's this I hear about you ordering more tests performed with sample 4157? That batch failed spectacularly. I saw a variance in the results that we never accounted for, so I had the techs run the trial again. And the results were 0.003% different this time. Do the words statistically insignificant mean anything to you? Of course, but we're obligated to explore every possibility. We're obligated to get a working formula before Akande has us all in tanks to help test the next batch of samples. Now get to work. Okay.
Problem ist, ich weiß gerade gar nicht, wo wir wieder ein Dings herbekommen. Also Shroud zurückbekommen. Ich denke, es könnte funktionieren, wenn wir in den Aufzug gehen. Wieder reingehen. Charles Molina. Okay. Probieren wir mal hier reinzugehen. Aber es ist wenigstens klar, wo... Ja, sure. Das ist wenigstens klar, wofür sie das brauchen. Die Chemikalien. Something's not. They got the drop on us. Hit him with something big. Ja, das wollte ich nämlich nicht. Das wollte ich vermeiden. Die Frage ist, kann ich es denn irgendwie vermeiden? Oh, super knapp, ey. Super, super knapp. Ah, ja. Genau, also diese Webseite ist super work in progress, deswegen schaut ihr euch lieber nicht an, die ist echt furchtbar. Ich weiß nicht, wo der Aufzug hinfährt. Ich nutze ihn mal, um hochzufahren. No visitors allowed, citizen. I'm gonna need to see some identification. Persuade. Dr. Endicott can vouch for me. Let me guess. She's still holding the catch-up packet incident over Holt's head, right? We've talked to her before. She can't keep letting her special friends down here. I don't think I like your tone. Believe me, you're not the first. Just get out of here. I don't want to catch you hanging around. Okay. So, Hacking muss ich jetzt mal 2 Punkte hochbringen.
Und dann schauen wir ja mal. For the Minister property including Ministry personnel. Dangerous subject must be properly restrained. Containment log. UDL security scooped the subjects up from various locations around Halcyon. None displayed any behavioral abnormalities or homicidal tendencies. We tested revivifying formula number 132 on them, the one with high concentration of adrenotime, and they began exhibiting hyperaggression. Whatever you do, do not open the cells. Open containment cells. Bin mal gespannt, was sie da machen. Okay. So, mal ausnocken, Dankeschön. Okay, nein. Das ist also nicht der Way to go. Müssen wir mal schauen. Was wir machen. Aber ich würde gern hier keine Leute umbringen. Oder halt nicht unnötig Leute umbringen. What a pleasant surprise. Thanks to you, Reginald, Philippa, and the rest are up to their old games of deception and seduction. But what are you doing here? I need to inspect the dimethyl sulfoxide. On the other side of the lab? Why, that requires a top-level clearance. After all, we're running low on the stuff. I really shouldn't be doing this. But you did help me out. Take this key card. It'll get you into the hibernation lab where the remaining dimethyl sulfoxide is. If you're seen by any of the guards, however, I'm afraid I can't help. Good luck. Farewell. Okay. Lab modes. Trial 27. I've tried replicating the work Dr. Wells initially did on a revivifying formula, but his notes are basically unintelligible. This may take a few iterations. 64. That's tetraborate, ethanol, not toasted dianol. Maybe it's toasted dianol. Powers that be are demanding results. I've submitted my catalogue of death sprats. I didn't realise it was possible to run out of sprats. This genius left a new shipment of sprats in the kitchen. Still attempting to complete Wells' formula. Still going through a dozen of sprats a week. We've got a lot of work ahead of us. If this is ever going to be effective of reviving people from long-term hibernation. Alright. Schauen wir die Toten noch. Let the record show that subject 23K's cause of death is cerebral vascular incident brought about by a ruptured aneurysm.
That's an 86% failure rate for this batch. I think we can safely move on to the next. And I had such high hopes for this one. Oh well. I suppose it could have been worse. Yeah. They could have ended up like those poor bastards in containment. Vietnamese autopsy records. All subjects have perished after undergoing multiple hibernation cycles. 19F, massive cranial hemorrhage upon removal from hibernation chamber. 61B, intestinal rupture upon removal from hibernation chamber. 87C, lab technician accidentally shorted hibernation chamber. Subject electrocuted. 15R, pulmonary edema upon removal from hibernation chamber. Ja, Arbeit scheint hier nicht so gut zu laufen. So. Wir speichern wieder. Ich versuche irgendwie immer hier durchzukommen, ohne dass ich hier an Dinge gerate. Also, dass ich an die Leute gerate und mich verteidigen muss. Oh, was? Jemand so? Keep your eyes out for dissidents. Sah schon wieder zu niedrig, scheint mir. Jemand hat mich Gott sei Dank entdeckt. Und hallo Schoko-chan, wie geht's dir? Und sorry, dass ich dich das gerade entdecke, dass du dich hier duelliert hast. Oh, nice. Nice going. Okay. Ich bin mal echt gespannt, ey. Ob wir das jetzt noch irgendwie hinkriegen. Das sieht auch nur dezent dumm aus. Genauso wie das hier. Ich wünsche, wir könnten irgendwie die Shroud verlängern. Aber ich glaube, das geht nicht. Oder? Shroud irgendwie verlängern? Na, wir haben eh keinen Perk-Punkt. Steht das vielleicht irgendwo hier drin? Nee. Yay! Oh, Donowitz, herzlich willkommen bei uns im Stream. Vielen Dank für dein Raid. Wie geht's dir denn? Kommt er? Kommt niemand? Da kommt die Chaosküche. Ja, servus. Hallo, Mrs. Schnitzel. Das ist ein passender Name. Das ist ein sehr passender Name. Herzlich willkommen bei uns hier im Stream. Wie geht's denn euch? Und der E-Range ist auch da. Schön.
Und der Donnerwitz. Vielen, vielen Dank für deinen Raid, Mann. Was gab's heute bei euch Leckeres? Ah, und die Schätzungsweise liebt auch dich und deswegen passt das alles. So. Genau, wir können außerdem das hier noch kurz hacken. Anrichten und essen. Klingt gut. Ja, aber dann viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal, ne? So, wir lesen jetzt nochmal, lassen uns nochmal das lesen. Aber wir lassen es nicht öffnen, weil dadurch passiert zu viel Chaos und wir sterben da durch mit großer Wahrscheinlichkeit. What was that? I'd better take a look. So. Schleichen. Guess I'm seeing things. Yes, you are seeing things. Don't mind me. So, jetzt haben wir uns noch wunderbar durchgeschlichen. Sehr gut. Oh. So stressig. Die Schleichanlagen hier sind super stressig. Ah ja. Ich hoffe, der Stream vom Donnerwitz war gut. Und hat euch nicht zu sehr Hunger gemacht. Außer ihr sitzt beim Donnerwitz selber, dann ist natürlich praktisch. Ah, wie geht's dir denn? Vom E-Ranger, schön dich zu sehen. Bist du auch wieder auf der hier, TwitchCon oder sieht man dich dort diesmal nicht? Looking good, soldier. Super swell. Ali? Ah, gut. Tür ist zu. Gerade so gereicht, ja. Muss mal kurz speichern. Ich will nämlich nicht eine Tür aufmachen und plötzlich steht eine Wache dahinter. Okay, mit dem Aufzug werde ich dann irgendwo anders hinfahren, schätzungsweise. Dann mache ich mal die Tür auf. Und diese Tür wieder zu. So. Komm dem näher.
Oh. Es ist leer. Das ist nicht so praktisch. Hm. So, wir müssen schauen. Kommt gerade auf uns zu, der Typ. Ist nicht gut. No visitors allowed, citizen. I'm gonna need... Ja, ja. I'm purchasing a must have left it alone. Sure. I've heard that one before. Doubt it. My story involves 3 plants, a half-drained stun baton, and a gallon of stimulation. Stop, stop! I don't want to hear anymore. Just don't let me catch you again without your ID. Okay? Got it. Unpraktisch, dass er gerade hier lang kam. Frage ist aber, wie kommen wir jetzt aber an dieses Ding ran? Achso, wir könnten auch einfach da hinten Dings aufmachen. So, View Lab Notes. Live Human Trials. Ich muss ja selber sagen, man sieht sich. Was tut man? Viel Spaß dir. The addition of dimethyl sulfoxide to the current round of tests has resulted in some improvements. Subjects are showing improved circulation and increased neural activity. However, our formula is still missing something. We're still unable to fully revive our subjects from long-term hibernation, and removing their supply of dimethyl sulfoxide results in their rather excruciating death. The problem is compounded when we consider reviving and freezing subjects multiple times over their lives. To make matters worse, we've had a hard time securing additional dimethyl sulfoxide. We may have to make do with this batch. Yeah. This procedure may result in a validation of risk experiment results and the death of human test subjects further mesh. Sun withdrawal from dimethyl sulfoxide is highly lethal and will result in a cancellation of any in-progress experiments. Experimental integrity and test subject vitality can be maintained by leaving a 73.629% dimethyl sulfoxide concentration in circulation. Okay. Das ist ja übel. Wir bringen hier Leute um. Das repeatedly war. Inconclusive. Cautiously optimistic. Das Ding ist, die werden die quasi umbringen. Ziehen wir jetzt alles raus oder lassen wir ihn 73%? Ich nehme alles. Weil die Experimente hier, die werden... vermutlich dazu führen, dass... Die werden durch die Experimente sterben. Es fühlt sich nicht geil an, muss ich auch sagen. Vor allem, wenn plötzlich alle Leute um dich rum sterben, ey. Übel. Übel.
Übel. Hust, hust. Lass mal zum Phineas gehen. Ich weiß gar nicht, ob wir gespeichert haben davor, bevor wir so viel rausgenommen haben. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Crew report. Yoka is drunk. Surprise. Girl surprise. Könnten mal noch ein paar Sachen hier lagern. Zum Beispiel diesen Hut. Dann können wir noch ein paar Dinge als Schrott markieren. Wo alle. Wie wäre es, wenn wir dir diese hier geben? Ja, Schrott, Schrott. Noch Rüstung. Ja. Was kann man als Schrott markieren? So. Wie sah das nochmal aus? Ach, das war das, was Dings getragen hat. Was unsere liebe Pavati getragen hat. Der trägt ja das hier, das ist eigentlich wunderbar. Ich glaube, da brauchen wir die anderen Sachen nicht. Können sie mal hier so ablegen, hätte ich gesagt. Store. Das hier auch, das hier auch. Sonst haben wir hier das hier und eine von den beiden. Ich sage sogar, da kommt noch hier diese eine Rüstung. Was? Schrott markieren. Schön, gut. Schauen wir doch gleich mal, wem wir das Buch hier eigentlich quasi geschenkt haben. Ah, das ist das. Das ist das Bild. Mit Pavati und Jinlei. Genau, hier ist auch noch ihr Waschzeug. Buch. Es ist so lieb. Es ist auch so schön eingerichtet. Mhm.
frage mich ja, welches Buch wir geklaut haben. Und wo das jetzt ist. Ich habe sogar dieses Incense-Dings bekommen von der Mietin. Von der Einsiedlerin. Was ist das denn? Oh, das ist der Scheck. Prove the crime pays in monthly installments. Stimmt, eigentlich hätten wir nochmal die Eltern besuchen sollen. Ich frage mich ja so ein bisschen, wo dieser Broken Snow Globe hin ist. Anscheinend. Anscheinend haben wir die nicht. Okay, dann weiß ich nicht, was dieser Broken Snow Globe sollte. No challenge is too large, no mess is too small. Cool. Bild von Nyoka und ihren Freunden. Ist voll süß. Und hier sind die ganzen Medaillons, die sie aufgehängt hat. Das finde ich nett. Das finde ich sehr, sehr nett. Ich weiß nicht, ich finde das Spiel so liebevoll gebaut. Und, warum, warum, also um zu erklären, warum ich jetzt so klinge als... If you don't mind my saying, Captain, Minister Clark is lucky to have you on his side. Okay, da. You have a message from Adjutant Sophia Akande. Oh, wait. No one ever looks quite the same in person as they do in my reports. And my reports of you have been exceptionally thorough. You've had quite a career. Genau, warte. Was soll ich sagen? Genau, es gibt so viele Leute, die irgendwie an dem Spiel auch noch was zu meckern haben. Und, weiß nicht. Ich finde es schon sehr, sehr gut. Und verstehe nicht, warum so viel gemeckert wird, aber ja. Just getting started. I'm glad to hear that. This may come as a surprise, but I happen to enjoy your work. You did? I've been keeping up with you ever since Emerald Vale. Now that was an interesting piece of work. A rundown backwater, barely worth the ink on a map. Until you showed up. When you cut off power to Edgewater, you saved me a great deal of trouble. Now I don't have to bother trying to save that town. All this happened because some mysterious stranger fell out of the sky. You must sound like you approve. Not always. For the longest time, I could never be sure if you were on our side or against us. You should be back on the Hope, frozen in a hibernation chamber. Yet here you are, flying about in a stolen ship, leaving a trail of paperwork in your wake. The board doesn't know what to make of you. But I do. I've seen your potential. There's so much we can do for this colony. Oh. I'm sure you didn't bring me all this way just to flatter me. You have something I want. I'd like to negotiate.
How did you find my ship? There's exactly one vessel in all of Byzantium that looks like it dropped out of an aether wave drama. Phineas Wells is wanted by the board. I want to convince you to turn him in to us. Alright, convince me. Wells is a dangerous madman. His plan is going to endanger everyone in Halcyon. He's an obsessive psychopath. And he's using you. You're in contact with Wells. I want you to send us a tracing signal from his communication terminal. You want me to sell him out? Wells was our mistake. We failed to apprehend him for years. I'm asking you to help me correct that mistake. I'm sending you my access code. Contact me from Wells's terminal. When you're done, come speak to me in my office. Adjutant Akonde's call has been terminated. Will there be anything else, Captain? Let's get out of here. Interessant. Was passiert, wenn ich jetzt eigentlich wieder lande und sie besuche? Die Frage ist, wo ist sie denn überhaupt? Ich habe nirgendwo einen Ort gefunden, wo der gehört hat, glaube ich. Ja. Ich bin ja auch noch irritiert. Wir haben hier noch 3 Planeten, die wir nicht besucht haben. Das heißt, wir haben echt noch ein bisschen Story vor uns, kann das sein? We have successfully arrived at Phineas's orbital lab, Captain, and we are still in one piece. Shall I congratulate? So, rüber zu Phineas. Mal schauen, was jetzt passiert. I've kept myself busy in your absence, optimized my formula. I'm now confident I can revive the remaining colonists. All I need now is the dimethyl sulfoxide. I'll take as much as you can give me. Forgot about the chemicals for a second. The colony's on the verge of collapse. What? Oh, yes, well, that's obvious. Anyone with 2 working labs can see this colony's slouching toward oblivion. Why do you think we've been doing all this? I revived you to help me save Halcyon from annihilation. Get worse, the chairman's planning to unfreezing every worker on Halcyon. Oh, hold on. Let me see if I understand this correctly. You're saying that Halcyon's on the brink of total collapse, and the chairman's plan to save all of us is to save himself? I always knew Halcyon was heading toward a systems collapse, but I never imagined we were already there. The board made this crisis, and now they want to solve it by freezing the rest of us? That's not a plan. That's a goddamn escape clause. That makes 2 things we don't have. Time and chemicals to revive the other settlers. None of this was supposed to happen. I was supposed to revive the Hope's colonists. We were supposed to have enough time to solve the problem before we all starved. Tja. I found the chemicals in the ministry the board was testing on human subjects. Human test subjects? Oh, that's grotesque. That's unthinkable. That's exactly what I'd expect out of the board. Either let the test subjects die, or I brought back all the chemicals they had. Thank you. You
You've brought me enough chemicals to get started, at least. I'm just sorry they came at the cost of human lives. Me too. Those poor people, they must have died in agony. What exactly was the board trying to accomplish? The board's trying to mitigate damage to human tissue during the revival process. You say the board's trying to freeze their subjects over and over again without inflicting permanent damage? Well, they're nowhere close to solving that problem. I'll tell you this much. The board scientists are hopelessly lost. After years of fruitless experimentation, they've made exactly zero progress. What makes you say that? I used to work for these people. I'm intimately familiar with the utter incompetence of the board's own scientists. We're out of time. We're out of chemicals. We may very well be out of options. If the board has their way, we're all going to be spending the rest of our lives frozen in stasis. Do you realize what this means for the Hope? For your fellow colonists? The board's going to kill them all. Toss them out into space, just to make room in their hibernation chambers. We need to think about this. It has to be something that we can do. Short of lining up every member of the board and shooting them in the back of the head. Well, that sounds like a Do plan. you know what's waiting for us on the Hope? Scientists, engineers, artists, the brightest minds Earth ever sent us, uncorrupted by the board. The board's going to dispose of them all and transform the Hope into a prison for the rest of us. They're likely on their way to the Hope as we speak. We need to get to those colonists before the board. I have enough chemicals to start reviving a few of them, but no easy way to get them off the Hope. There's a way. It's not exactly safe, but we could skip the Hope into the system. Merciful gibbering law, you're a genius! We bring the Hope to us. Skip the entire ship across the distance of colony space, right next to my lab. The Hope's probably damaged. We'll have to route power from the unreliable. Yes, exactly. You're a step ahead of me, but I perceive the shape of your plan. If we link up the Hope to the unreliable, then use your navigational computer to calculate a reasonably safe vector, we can skip the entire colony ship into the rings of Terra 2. I don't know much about skip drives, not the physics anyhow. I do know the Hope's real massive. How's our bitty little ship supposed to skip it? Excellent question, my sharp-witted mechanic. You will use your own ship to power up the Hope's skip drive. Your navigational computer can handle the rest. Alright. I've got a healthy disregard for personal safety, but this sounds crazy, even to me. Your instincts are correct. By any reasonable definition of sanity, this plan is crazy. Isn't it wonderful? You'll need to switch on the Hope's auxiliary power using the unreliable. Then head to the bridge. Your navigational computer, Ada, should be able to activate the Hope's skip drive. Once you've skipped the Hope next to my lab, I'll have easy access to the frozen colonists. I can start reviving them immediately. Alright. Dann müssen wir mal schauen. Well, I've got some questions. Certainly. How can I help? People aren't going to notice a gigantic colony ship slamming into the rings of Terra 2. Unlikely. The Hope is as massive as the Groundbreaker, but compared to the rings of Terra 2, positively minuscule. The board might notice, possibly, depending on the position of their heads relative to the depth of their collective posteriors. Okay, should I expect any resistance? It wouldn't surprise me. When I pulled you out of the Hope, the board nearly intercepted me. I expect they stepped up security since my little act of larceny. Just so we're clear, you know skip drives aren't supposed to be used like this. Skip drives were never designed to be used within a system, but I skipped my ship across Halcyon when I rescued you, and that turned out fine.
Mostly. Mostly. That is, I ruined my ship and nearly killed myself in the process, but the maneuver was well within acceptable margins of risk. You'll be fine. You'll be fine. Okay, no more questions, I'm ready. I know you're wondering why I'm doing all this. Why I believe the people on the Hope are the answer to the colony's problems. The Hope is carrying some of humanity's most brilliant thinkers, scientists, engineers, experts in their field. If we work together, we can still find a way to save Halcyon. The board would have us believe Halcyon is beyond saving. I choose to believe otherwise. If there's even the slightest chance we can save Halcyon from oblivion, then we have to take it. The adjutant tasked me to plant a tracking signal in your lab, but I'm not going to do it. You absolutely should. What? I can tell if you're being sarcastic. Sarcasm, the last refuge of the witless. The adjutant must have sent you some kind of tracking code. If you don't use the code, she'll suspect you betrayed her. I think you should use the code and send a corrupted tracking signal. That should buy me some time. You sure you're okay with this? The enemy is bound to discover my hideout sooner or later. I'm prepared for that eventuality. This is just my way of buying myself a little time. Alright. Use my communications terminal to corrupt the tracking signal. While the board busies themselves trying to decipher it, I'll have plenty of time to prepare my defenses. Okay. Let's talk about Hope. Certainly. Also. That's all for now. Okay. So, corrupted tracking signal. AI modifying signal launcher. Board surveillance protocol failed. Signal fidelity has been compromised. The terminal will attempt to establish a new connection once every cycle. That should do it. You've bought me more than enough time. Jetzt haben wir da dummerweise diese Anzeige. Bin mal gespannt, ob wir die wegkriegen, wenn wir schnell reisen. Yep, he's weg. Some crew members are causing a disturbance. I definitely won that round. You always seem to, huh? That's because I'm usually right. Next time I work the scorecard. So, sneak onto a lost colony ship and skip it across the system. What could go wrong? Nothing. Something busted, Cap? Hey, Cap. So we're really gonna do this? I've seen lots of crazy, Captain, but Phineas is in a class of his own. Do you really think he knows what he's doing? Sending us to skip the Hope into Terra 2's orbit right under the board's nose? I'm not sure, but it's our best chance. There's a sobering thought. Makes me want to drink. I think this whole plan's insane, but it'll make a good story, you know, if we survive. Speaking of, I get that Phineas thinks he's saving the colony, but what about you? Why risk your neck on this crazy scheme? Well, what about you? You're still with me. I'll do anything for a good story, and nothing shines on a pirate's resume like a successful suicide mission. But I asked you first. Alright, what else am I gonna do? For better or worse, my future's tied to Halcyon now. Makes you wish for a fancier ship with bigger engines. Don't know about you, but I'd be out of here if I could. Still, all this depends on the other Hope colonists. Are they gonna pull us out of the shit? Or are we all just gonna leave a bigger, uglier stain on this corner of the galaxy?
We won't know until we make it happen. Well, whenever you're ready to do this, I'm with you. Anything else? Ja, gut. Das ist also... Captain, you have a message from Adjutant Sophia Akande. I'm impressed, Captain. I almost expected you wouldn't go through with it. Unfortunately, Dr. Wells found a way to corrupt the signal before we could pinpoint his location. Still, it's only a matter of time before we find him. Come visit me in Byzantium. We need to have a talk about the future of this colony. Byzantium's a big place. Meet me in my office. I've authorized your ship at my personal landing pad. Adjutant Akande has ended her call. Rather rudely, if I might say, considering she didn't sign off. Will there be anything else, Captain? Let's go. So, wir können jetzt nochmal zu der Sophia Akande gehen. Das machen wir sogar noch. Also wir könnten zu Hope. Könnten hier landen. Lass mal schauen. We are now in orbit above Byzantium, Captain. Arlene Pavati. Lass mal schauen, wie wir hier empfangen werden. Hey, noch werden wir nicht erschossen. Schon mal etwas. Not so fast. Mhm. All right, you're cleared. The adjutant's expecting you. Go on through. Erstmal einen Schrott verkaufen. Dankeschön. Aufzug. Bin jetzt mal gespannt, was sie von mir will. Ach, hier sind wir jetzt. Warte, so rein. Mal die Türe zu und klauen ihr erstmal jetzt den Alkohol. Nice and easy. Einfach, weil es geht. Einfach, weil es geht. Bestehen wir sie als auch. Oh, schade. Nichts zum Stehlen da. I admit part of me expected you to stand by your old friend. For better or worse, Wells was responsible for putting you back on your feet. That said, he's also a wanted criminal. For information regarding his whereabouts, you are entitled to collect a reward from Percival. Tell me why you wanted to see me. I understand you've infiltrated the Ministry. The things you discovered there must have been shocking, even disturbing. Halcyon is on the verge of a total systems collapse. The truth is ugly and difficult to accept, but we must accept the truth before we can move forward. Malnutrition is already a problem. Disease will come next, followed by starvation, followed by a breakdown of society, followed by extinction. I know this must come as a surprise to you. I imagine you have questions. Not. What's in this for you? There's gotta be an angle. There always is for people like you. I appreciate your skepticism, Dr. Fenhill, but I'm not doing this for any personal gain. My angle is the preservation of our colony by any means possible. Nothing more, and nothing less.
Is that why we were suffering plague in Edgewater? Malnutrition? All those folks sick and dying, and you knew why the whole time? Yes, Miss Holcomb, we knew why. We've known for some time that Edgewater was dying. The colony itself is dying. The suffering you experienced in Edgewater, the disease, the starvation, will soon spread across Halcyon unless we act. I won't pretend the truth isn't damning. Yes, the colony is on the verge of collapse, but there is a way to save it. We need to talk about this lifetime employment program. I'll answer however I can. You don't honestly believe all this lifetime employment nonsense, do you? The Lifetime Employment Program is not some malevolent strategy of an evil mastermind. There's no dark secret buried in the fine print. The program is logical, it's reasonable, it's merciful, and most importantly, it will work. I saw the presentation. Rockwell wants to sacrifice the colony to save Byzantium. Byzantium is the beating heart of our colony. And as long as Byzantium survives, Halcyon may one day recover from the collapse. We must protect this city at any cost. Help me execute the Lifetime Employment Program, and you will have earned a place of honor in Byzantium. You will live in comfort and want for nothing. What does any of this have to do with me? When you turned Phineas Wells over to me, I knew I could rely on you. You've demonstrated your ability to place duty above sentiment. And you deliver results. That quality alone is enough to separate you from the board's army of indecisive bureaucrats. Not a fan of the bureaucracy, Sophia. Do you know how many meetings I have to sit through? How many papers I have to sign before I can make one decision? I'm only trying to rescue Halcyon from extinction. I can't save this colony alone. I need someone capable of working outside the system. Someone who can get things done. How long do we have? We've already crossed the point of no return. The collapse has already begun. You must have noticed the signs in Emerald Vale. Malnutrition, disease, high mortality rates. This is a permanent famine, Captain. We've done all we can to curb their hunger. Very soon, people are going to realize they're starving. A famine is a problem of logistics as well as marketing. Your workers must remain productive on as little food as possible, and they must always believe that food is plentiful. That's what that research in Roseway was all about. I'm sure you remember Dr. Anton Crane. His research was instrumental in developing a powerful appetite suppressant. The solution is a temporary one. Before long, our workers are going to feel the effects of starvation. The Lifetime Employment Program is our only viable option. So take on all this. When I first discovered the truth, I was shocked. Even disgusted. I wondered how we'd allowed a colony like Halcyon to fall into disarray. But the more I thought about it, the more I realized the colony had sown the seeds of its own destruction. We have become lazy and decadent. We smother ourselves in meaningless bureaucracies. We deliberate and argue and procrastinate. It's not the kind of language I expect from the chairman's own adjutant. I've served the board long enough to understand its weaknesses. Running a colony requires swift and decisive action. The board is slow, ponderous, and prone to squabbling. That's why I'm relying on you. You deliver results without the paperwork. We need to talk about Emerald Vale. Thanks to your meddling, Edgewater is without power. Operations have ground to a halt. You've left us with a useless town draining our resources. Edgewater needs to go. I want you to wipe the town out. No survivors. I get that you board types are all about efficiency, but isn't this a bit much?
I'm asking your captain to amputate a rotting limb from the colony. I'd expect you to understand, Dr. Fenhill. You're a monster. Someone has to be. Now is not the time for half measures, Captain. I need a decision from you. Das ist komplett verrückt. I don't understand. What did Edgewater do to deserve this? When you diverted power to the botanical lab, you spelled the end of Edgewater. But the town is still hanging on, still living off whatever meager resources we send them. With every passing day, Edgewater leeches more of our limited resources. The town is a rotting limb, and we must be surgeons. We're talking about human lives here. Edgewater's workers consume 6 times as many resources as they produce. The best thing that town can do for its colony is to die. I'm not asking you to be a murderer. I'm asking you to be a surgeon. Edgewater is a necrotic limb on the body of the colony. It must be severed. Just like that. Edgewater's not productive anymore, so we wipe it off the planet. We don't have any other option. The colony is on the verge of collapse, and we no longer have the luxury of easy solutions. You're completely insane. No. Allowing thousands of colonists to starve to death because we couldn't make one cold-blooded decision is insane. What I'm suggesting is absolutely logical. You talk less like a human than mechanicals I've known. I am responsible for every single human life in this colony. Do you imagine I relish the thought of killing some of them to save the rest? Steel your spine, Captain. Do what needs to be done. The answer is no. Don't make this more difficult than it needs to be, Captain. I rather like you, and I'd hate to have you shot for disobeying a direct order. Good else, Sophia. I'm disappointed. I was so sure you had potential. Make him regret it. Alright. Ich würde sagen, das ist jetzt durch. Muss jetzt zugeben, hätte ich jetzt nicht so erwartet. Können wir schnell reisen? Ich finde es so gut, wie sie sagt, so, ja, no hard feelings, ne? Und dann so, ja, alle tot, aber okay. So.
bother fighting me. Alle tot. So, na dann. Here they come. I'll fix you right up. So, komm. Practicing this. Just like that. So. Ist es also so. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es ist, wenn wir anderswo jetzt noch zu Leuten begegnen würden. Some crew members are causing a disturbance on the ship. You're adjusting before you pull. You're anticipating. Ich weiß immer noch nicht, was mit Typhoon, Olympus und Tartarus ist. We have arrived at the Hope. I need you to reroute power from our ship to the Hope's auxiliary generator. You'll have to connect me to the Hope's comm system so I can convince her central computer to enable the skip drive. Going to happen if I skip the Hope. If your calculations are even slightly off, you could crash the entire colony ship into Terra 2. Or the Sun. What was I doing again? Forgetfulness can be an early warning sign of asphyxiation due to loss of pressurization. Are you breathing comfortably, Captain? I need you to reroute power from... You'll have to connect me to the... Tell me about the Hope. The Hope is the Groundbreaker's prettier, sleeker sister. She wandered off and got lost for 70 years, but just recently was found. Also, there are hundreds of thousands of frozen organic life forms hibernating in her hold. Alright. Sounds lovely. Sending a corrupted tracking signal to the board was quite clever, if I might say, Captain. Okay. Let's see. Let's see. Ist noch der Hope? Ja, sieht schon so ein bisschen aus wie Groundbreaker. Ooh, what'd you find? Huh? Something's not right. Here they come! This is bad! I'm taking cover! See in there! Look out, Cap! You're hurt! That's the last of them. Huh? Here they come! No prisoners! Don't mess with us. Okay, eventuell, wenn wir hier zuerst hingekommen wären, dann wäre hier nicht so der Stress gewesen. So, logs. Pre-launch roll call. Captain Hunty Willem, Donna Hunty, First Mate, Rezi Torrega, Navigation, Frank Nolda, Chief Engineer, and Alexei Volkov, Medical Officer.
Okay, manual log. 10 years. Longest trip Donna and I ever took was a week-long sojourn into the Silver Mountains. Even that set her on edge. She's a homebody, always was. She packed so much food we could have been stranded out on those rocks for a month and we probably would have been just fine. UDL sent us a team building seminar into the city once. They paid for everything. Donna still packed nutrient bars just in case the bus broke down. It's gonna take the ship 10 years to reach Halcyon. An entire decade. It's a good thing UDL provided the rations, else she might have dumped our life saving into mixed nuts and freeze-dried meat. Okay, Hunty, this is it, folks. Say goodbye to old Blue, eh? Yeah, if anyone wants to... Good riddance. Why is it bitter, Razzie? She's been a good home. Give me spaceship any day of the week. Well, we'll see how you feel a year in. So, moment of silence, or should we make a toast? Anything? Feels weird to leaving Earth in the rear mirror. No, from now on we only look forward. Huh? Status. Power status. Power saver mode. Only life support is powered. Maintenance status. Engines. 22,000 days overdue. Power regulations. Macrowave short circuit after some idiot left his work on his blade. Macrowave cloak has stopped. Macrowave is stuck on high power mode. Macrowave has stopped and worked entirely. Okay. Hibernation storage status. Okay. 76 capacity. This is set on. Power is now being routed from the docking bay. Reactor is now in auxiliary power mode. Let's hope we don't have to run in a hurry. Got the drop on us. Oh, it was. That's the last of them. Ja, ja, Stabilizer. So, warning Antaurus, blah blah blah. Message exchange. Darling, I've just had a frightening epiphany. What's wrong? I've just realised that we'll be nearing our 50s when we arrive in Halcyon. Yes? But our Lucas, when they wake him up, he'll be 6. By the time he's out of schooling, we'll be nearly 60. Feels as though time is being stolen from me. He'll work on a ship when we graduate. We'll see him again. I hope so, Will. Das muss seltsam sein. Wenn du 40 warst, einen Sohn hattest mit 6 und dann plötzlich 50 bist und er immer noch 6 ist. Here. You gotta help me, Alexei. I'm gonna go mental. What's the problem? It's the food. Our rations? Or having digestion issues? No, I hate balls, doctor. I hate it. I can't spend the next 10 years eating it. Thought you had an actual medical problem, Frank. I do. It's disgusting. Get back to your post. You're wasting my time. Come on, there's got to be something you can prescribe. You get used to it or you'll starve. Up to you. Okay. Ich mag diese kleinen Infobits, die hier überall im ganzen Universum verteilt liegen.
Ah. So, wir haben jetzt keine Gefangenen mehr. Das ist ein Shock Cannon Way Vulture. Ja, also. Ich probiere die mal. So. Wo ist das andere noch rumliegen? Oh, you got that? So, continues. Automated audio script. Look, Captain, this is what I was talking about. We're slowing down. Resi, pretend for a second that when I look at your screen, all I see is unintelligible math. Okay, see this line? That's us. This one? That's where we should be. This one? That's where we're going to. Well, of course, and I think it's because we're... What the hell was that? I don't... Will, what's going on down here? I was going to ask you the same thing. The engine's just braced. Hit me. Who hit the brakes? Okay. Go ahead, Frank. Right, as some of you know, the ship dropped out of faster than light travel. You got to spin up the skip drive again. Why are we talking instead of doing? It ain't that simple, you hull-headed Frank. Sorry, if I could just hit a button and skip us back to speed, I would. But now's got to plot a new course. Yes, dropping to sublight speed means we're quite a way off course. The navigation computer will be helpful, but it'll take... Well, I don't know how long it'll take. I have to get this right. Any errors and we could fly through a planet or a star. Plus we'll need to count up the fuel reserves. If we try to skip without the energy we need, we'll... Shit, I'm not sure. I think we just explode. I'd rather not explode. What if we don't have enough fuel? Then we fly slow. And how long will this take? I don't know yet. I need to run the numbers, but we'll deal with that problem when it comes. For now, Frank, see to the fuel. Razzie, assume he can get us back to skip space and plot a course. Let's go. Okay, das wird übel. The UDL mantra has always been prevention. If you don't have problems, you don't need a plan for dealing with them. Before I was assigned to this ridiculous journey, I ran budgets for a gala. For our galas, how much does it cost to staff an ocean liner? How much food do we need? I always put safety precautions like lifeboats, sick kits, flares and whatever I could think of in a separate category from the rest of the budget. In my guts, I knew I should plan for them. I think I got that from Donna, but my boss always redacted them. Why spend money on emergency supplies when we can spend money on not having an emergency in the first place? Hire a better crew, build a ship out of better materials, find a better accountant. From pleasure cruisers to colony ships, I guess nothing changes. They gave us 10 years of rations and we've used 9 of it. Rezi's saying it's going to take us 26 years to get to Halcyon if we can't spin up the skip drive. Anyway, I carved this up, somebody's gonna starve. Okay. What is on racket? We're fucked and it ain't because of the equipment. Skip drive is toast. I don't know what the hell happened, but it ain't even getting to prelim cyclo boosters. Captain says we got foods for a year. Rest says it's gonna take 26 to get there on STRL. Back home I saw folks lose their mind going hungry for a week. A week! Well, ain't gonna last a bloody month if we don't figure something out. Scheiße. Jetzt wissen wir ja wenigstens, warum die verloren gegangen sind. Jetzt wissen wir, warum die verloren gegangen sind. Der konnte nicht mehr schnell genug fliegen.
ja langweilig. Oh. Oh. Jetzt verstehe ich, warum in der einen Bay nur 76% sind. Die haben angefangen, Leute zu essen. Die haben angefangen, die Leute, die sie in der Gegend rumfliegen, zu essen. Übel. Übel. Finding a lot more blood around the ship lately. This must be the clumsiest crew on record. You know how hard it is to get bloodstains out of steel hull. I'm going to run out of antiseptic wash. With the amount of time I've spent on these floors, I'd better have a promotion waiting in Halcyon. Chief Custodian Engineer sounds fine to me. Star Wars. Dude, you're so stupid. Na, Hackrate muss höher werden. 93. Warte mal, wir brauchen nur 81, oder? Wird. Yeah. Unauthorized, yeah. Message exchange. Hey Res, yeah. Bored? Up for a round of thoughts? Yeah, but I've got bridge duty. I'll come up, buzz me in. Sure, don't cheat this time. Listen, it's not cheating if you don't get caught. I'm not expecting the deck all the time. I'm expecting the deck all the same. Okay, you know what? I'll find Alexei and play with him instead. Oh, my fuck. Shh. Sorry, it's hard to be quiet. We'll try. If we get picked up by the computer, we're on record forever. Is that so bad? Got someone waiting for me in the pods, Alexei. It's a one-ship thing. Ah. Oh, yeah. Okay, Volkov und Torrega. Volkov und Torrega. Aber hat der Typ nicht dran gedacht, dass die Person in den Pods 10 Jahre jünger sein wird dann? Real slick. Today I found a finger lodged in one of the security mechanicals. I caught the damn thing scratching up my floors because the finger was stuck in one of the leg joints and it couldn't move properly. This is getting to be ridiculous. Okay. Continue. Logs.
Pot Removal. Ah, occupant total turnaround removed by unknown crew member. Das waren wir also. Hundreds of thousands of colonists left to drift out here forever. That's just to keep from damaging the boat's bottom. Disgraceful. Genau, das war das, was hier Finn jetzt gesagt hat. Genau, und deswegen sind die auch nur 99. I mean, seeing this place again. Ah, ist okay. Where are we headed? Hypnose ist in öffentlichen Schulen in San Diego verboten. Gut zu wissen, Dorado. Development. Also warte mal, dann schwere Munition, ne. Kann man nicht machen. Oh, was? Riesenratte. Should we assign Sam for a cleanup? That does it. I'm never ever getting in one of those pods. Oh Mann. Flamethrower 2. Guess. It's a new friend. Ja, dem die gegessen. I don't know what in the war just happened, so I'm writing it down in case I'm going insane. Pulled a guy out of a pod and his arm got all clammy. Rubbery almost. I poked at it for a bit and it started to go fucking liquefy. Like it was made out of water. Stuffed him back in, quick as I could, but the rest of him ain't in a good way. Don't think he'll make it. It's better not be a fucking Chendor. After all this, we're gonna starve anyway. Signed Frank. Yes, they... Yeah. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, jedes von den, also 100% sind 1000 von diesen Leuten. Und wir haben hier 76% noch drin. Das heißt, die haben irgendwie so 240 Leute gegessen. 42 Leute. Ich weiß gar nicht, wie lange sowas halten würde. Aber wir können mal kurz den Aufzug nutzen. Wir müssen, was passiert. ...240 Leute haben die gegessen, Mann. Das ist doch schön. Keep your shoulders up. These were the private quarters of the Hope's former crew. Shall we hold a moment of silence for the dearly departed? No? That's odd, because my programming would indicate that when forced to confront the idea of self-death, organics prefer... Oh, I see. Yes, never mind. I don't know if we should be in here, Captain. It should be private, shouldn't it? So, weißt du was?
So. Flammenwerfer das hier. So, lass mal lesen. Alas, Mamorka, I failed. The tomatoes die on their stalks. Something must be wrong with the soil. With a month of rations, the crew talks of cannibalism. My Willem fights to bolster off their wilting spirits and to bar away from those too far gone. At nights, while my stomach rumbles, I fear I, too, might stray towards that dark path. But I think of our Lucas asleep in his pod. And then I think of all those other sons and daughters and mothers and fathers. If I woke up in Halcyon, my family had been devoured by these ghoulish men. I will steal my resolve. I will resist. The physical effects of starvation are well documented, but we never learned about the toll they take on your mind. The thing you hold true become wars between hunger and satisfaction. The difference between right and wrong blurs. I told Frank we'd have to eat about a third of the colonists in order to survive our journey. We still had rations that seemed impossibly unjust. Tens of thousands of innocent people to save 24. Now I'm not so sure. Attention all crew, I don't know who let Frank Nolder out of his cell, but he's now an enemy of the ship. Anyone in the league with him will be imprisoned for the duration of our journey. Anyone caught tampering with the cold storage pods will be frozen, and upon our arrival in Halcyon you will be turned into the authorities. I'm locking off the cold storage base. Frank, if you can hear me, there's still time to turn yourself in. Please. Resi, can you get us to Halcyon? I've been working on it. Can you get us there? I have to, Captain. Good. Meet me on the bridge. We'll make our last stand there. Wait, what about Donna? She won't be joining us. What the hell? What happened? I'll fill you in when you get there. Okay, fuck. I can't believe this is happening. Okay, Donna ist wohl auch dem Hunger verfallen und hat dann übel. Übel, ey. Retro Rockets. Was sind denn Retro Rockets? Ist das Junk? Nee. Some missing old-fashioned gummy rockets in a variety of flavors. Okay. Mama, Willem, Lucas, forgive me. Frank offered me so tiny a piece. It tasted like... It doesn't matter what it tasted like. It was delicious. I loved it. Let it be known that I broke the lock to my personal quarters, not Willem. I'll die in here, that's my choice. Okay. Das ist... alles ganz schön hart, ey. Diese ganze Story hier ist so übel. Comes, continue. Status. Open the fucking door, Will. No, you're killing us. Better you than the colonists. This is idiotic. If we don't keep this ship afloat, they'll die anyway.
Necessary risk. Resi is plotting our course. The ship will fly too. You're gambling with hundreds of thousands of lives, people's lives. And you're handpicking which few you'll consume in your madness. Damn it, Alexei. Find me a fucking drill. Captain, you hear that? Hear what? The drill stopped. Maybe they're taking a break. Maybe it broke. Maybe they're trying to get into the cold storage if they get through before they starve. They'll outlast us. Keep working ready. I'll take care of it. I think I'm the only one left. I don't know what Captain Hunty did down there, but he hasn't come back. And they haven't used the drill, and I'm done. The course is set. I'm done to my last day of food, and I don't want to die like Donna did. Fly true, Hope. Oh Mann, super deprimierend, die ganze Scheiße hier. Was ist das für eine schlechte Rüstung, ja? Und hallo Mini Mümmel. Melli? Bist du das? Ja! Hallo, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn? Freut mich, dich hier zu haben. Mir geht's gut. Und diese Geschichte hier ist ein bisschen deprimierend, weil es echt Hardcore-Stuff ist, was hier abgeht, aber ja, sonst ganz gut. Ich hoffe, dir geht's ebenfalls gut. Mizuki, trinkt gerade meine Latte nach Uni aus. Nice. War das so spät erst? So spät hast du ausgehabt, das ist ja übel. What is that, Razzie? Captain, hey, sorry for waking you. One of the pod alarms went off. I didn't know what to do. Pod alarms, the colonists. Yes, see? I'll check it out. Okay, das sind nochmal die Geschichten, bevor die Leute angefangen haben. Du bist nicht in Deutschland. Okay, wo bist du denn? I'm writing this down because I'm not sure what to do, but I want the incident on record. One of our colonists has gone missing. The cameras on the pod may have been deactivated for I don't know how long. Razzie helped me hook up another one in secret. Been checking up on it every morning, and today I discovered our chief engineer tampering with one of the pods in the middle of the night. I haven't confronted him yet. I'll collect more evidence before I go. I don't know why Frank would start waking people up. We're short on food as is. Amerika? So. Ja, cool. Das heißt, wie lange bist du dann drüben? Und wie lang schon? Also irgendwie bis ein halbes Jahr oder ein Jahr? Oder für immer? Should throw you out of the fucking airlock, Frank. You should be thanking me for solving our food crisis. This is your solution? Sacrificing innocent people? What's going on? Find Alexei. We're throwing Frank into the brick. What? Why? He's the one who's tampering with the pods. Oh, what? You're going to spare her the grisly details? I hate them, Reggie. You hate them? And I apologize for it. If we don't survive, we're as good as that anyway. Oh no, I can't. I'm going to be sick. Just von Alexei. Ja, da hat es zum ersten Mal zugegeben. Seit Anfang November, die Zeit verrennt viel zu schnell. Bis Ende Oktober. Ein ganzes Jahr, also krass. Krass. Ja, wenn so ein Jahr kann echt schnell vergehen. Vor allem, wenn man gerade echt viel Spaß hat und neue Dinge ständig erlebt. Was studierst du eigentlich gerade drüben? Und vor allem wo? Ich bin talking to Frank.
And, has a break. Captain, he makes kind of sense. Damn it, Alex, not you too. Don't listen to that madman. What if your wife can't grow more food? What if it fails? Then we'll figure something else out. We're not cannibals. Ja, gut. Genau, überall in diesem Schiff verteilt finden wir diese Logs, die sehr cool sind. Und wenn man sie halt liest, lernt man halt die Geschichte von den Leuten hier und weiß, warum sie getan haben, was sie getan haben und dass das alles ziemlich crazy ist. Ziemlich crazy. Also ist also es ist wirklich komplett absurd, was hier getan wurde. Ja, für Machine Gun hört sich eigentlich auch ganz nett an. Aber die benutzt halt immer wieder die Heavy-Munition, die wir gerade nicht so viel haben. Na, obwohl, wir sind jetzt wieder bei 1000. Oh, nice. Psychologie mit Augenmerk auf Entwicklung. Ich lerne mal so viel in so kurzer Zeit. Freut mich zu hören, dass du eine gute Zeit hast. Und es freut mich total, dass du auch wieder hergefunden hast. Bin ja immer traurig, wenn Leute irgendwie nicht mehr kommen. Aber meistens haben sie irgendwelche Gründe und deswegen, also, ne. Klaro, traurig. Für mich. Aber ich bin ihnen ja nie böse. Die Leute haben ihre Gründe. Insulated. Spam. Das ist lieb. Aber du musst dich nicht gezwungen fühlen, gell? Just so you know it. So, das heißt auch dein... Warte mal, ich weiß grad, also ich weiß nicht, wie dein Englisch vorher war, aber das muss ja jetzt auch sehr gut werden, oder? Und hier gibt es einfach mal den besten Kaffee, das ist gut. Nee. Das ist schön. So schöne Komplimente gibt die Emily. So, wir müssen jetzt aber mal kurz, glaube ich... es gibt hier keinen Verkaufsautomaten, wenn ich das richtig weiß, ne? Das heißt, wir müssen irgendwie selber mal kurz unseren Schrott verschrotten. Hier Breakdown. Immer so, wenn Freunde versuchen Deutsch zu sprechen und versuchen dann zu Berlinern. Und Feuer. Die... Oh nein, falsche Waffe. So. Knocken wir das mal aus. Genau, hast du dann auch ein paar Leute, die dort aus Deutschland oder kennst du dann eigentlich also sind das eigentlich hauptsächlich dann alles Amerikaner? Ganz hart für die nicht. Hier ist das nicht. Oder Brutzler? Verwandtschaften. Eigenes Haus. Luxuriös. Nice.
Also Verwandtschaft ist auch super praktisch. Das macht sich auch zurecht mit Mini-Pool. Ich komme morgen vorbei, okay? So kalt. Scheißegal. Ich bin schon in kälteren Temperaturen schwimmen gegangen. Also wirklich. Ich stand schon mit nackten Füßen auf gefrorenem Gras. Und bin dann ins Wasser. Es war sehr kalt. Es war wirklich sehr kalt. Aber ja, wir hatten unseren Spaß. Das war sehr cool. So. Wie, du bringst mir kein Deutschbrot mit. Oh doch. Oh, das wäre so witzig, so ein Koffer irgendwie, 3 T-Shirts, 3 Boxershorts und eine Hose, damit man einfach alle 3 Tage waschen kann. Und den Rest nur voll mit Brot. Mit Vollkornbrot, Brezeln, irgendwelchem Kartoffelbrot, irgendwelchem Körnerbrot. Und halt Kleidung kannst du auch drüben kaufen. Aber sonst nur Brot. Brot und Laugenbäckchen. Das wäre witzig. Ah ja. Naja. Ich verstehe dich sehr. Also ich mag ja zwar Toast, aber ich mag auch kein Buttertoast mehr so wirklich. Ich habe eine ganze Weile eigentlich immer nur diesen Vollkorntoast gegessen. Aber jetzt, wo sie den auch nicht mehr haben, kaufe ich jetzt einfach nur so Scheibenbrot. Es ist immer noch am schnellsten und ja. Ja. Ich war ja bisher nur 2 Wochen in Amerika. Ich wüsste gar nicht, wie es wäre, ein ganzes Jahr dort zu sein. Das wäre schon arg. Dear Diary, everyone's running around trying to figure out how we're going to eat, but none of it means anything if I can't keep us on course. It's hell, charting 26 years of travel through spaces. I don't know if I can handle it. So much pressure, so many lives. If I get one thing wrong, one smudged decimal point, one off by one miscalculation, I could crash into an asteroid. I keep thinking of the colonists, they just never wake up. Lucky them. I've called you all here because the numbers on our rations are off. Off? What do you mean off? We have too many. Someone hasn't been taking theirs. Extra food sounds like a good thing, darling. Not extra. Someone's getting their food from another source. They must have it stashed somewhere. So, someone could have brought some from Earth? If they did, we need to include it in our rationing, Frank. Every bit of food on this ship is to be split among us all. It's theirs. It isn't yours to take. This isn't about ownership. This is about survival. We're going to run out eventually. And the longer we last, the closer we get to figuring this shit out. Alright, alright. I want everyone to interrogate their crew. Find whoever's not eating their share and bring them forward. Genau, das ist hier passiert, als hier der Frank angefangen hat, die Leute zu essen. Und halt damit dann halt nicht sein Share gegessen hat, vermutlich. Cypher. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ich habe leider keine Zeit. Ansonsten würde ich sofort schauen, weil PK ist einfach... Also genau, die Story ist hier, das ist das, wir sind gerade auf dem Raumschiff Hope und das wurde eigentlich losgeschickt mit, wie viel waren das? Oh ne, 30.000, glaube ich, 30.000 Kolonisten, die im Kryoschlaf drin hängen und einer Schiffscrew von 24 Leuten, glaube ich. Die Schiffscrew, die ist halt die ganzen 10 Jahre lang wach, aber die 30.000 anderen, die sind im Kryoschlaf. Jetzt ist dummerweise irgendwas schiefgegangen. Der Skip Jump, also der Skip Drive, der die ganze Reise auf 10 Jahre minimiert, der ist kaputt gegangen. Jetzt müssen sie fast das Dreifache daran fliegen, also jetzt noch 26 Jahre. Nachdem sie 9 Jahre schon geflogen sind. Das heißt, insgesamt, also 9 Jahre sind sie geflogen im Skip Drive und seit das letzte Jahr, bevor sie angekommen sind, ist es kaputt gegangen und plötzlich müssen sie noch weitere 26 fliegen. Das Problem war, die Rationen waren nur für 10 Jahre geplant. Das heißt, 10 Jahre, Tag mehr und Tag weniger, also wirklich einen Tag mehr und sie haben nichts zu essen.
Jetzt sind das 26 Jahre plötzlich und sie haben nur noch ein Jahr lang Essen. Also hat der Frank halt angefangen, naja, ein paar Kolonisten aufzuwecken und sie zu zerlegen und zu essen. Ein Großteil der Crew hat dann angefangen mitzumachen. Ja. 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 Und das Ding war, als wir hier gelandet sind an einem Schiff, haben wir direkt gesehen, so die drei Buchten mit jeweils ihren 10.000 Kolonisten, die waren zu 96% gefüllt, zu 99% gefüllt und zu 76% gefüllt. 99% war klar, weil einer fehlt, und zwar ich. Also ich bin halt ursprünglich einer von diesen Kolonisten gewesen. Aber die 76% haben keinen Sinn ergeben. Und irgendwo habe ich dann aber gelesen so, ja, hey, hier, wir haben kein Essen mehr. Und irgendwie kurz danach ist mir so aufgefallen, scheiße, jetzt ergibt es Sinn, dass da plötzlich nur noch 76% in den Buchten drin ist. Weil die Leute halt angefangen zu essen haben und dann habe ich dann gleich auch die Küche gefunden und die Hinweise von wegen, hier ist überall Blut, warum ist hier so viel Blut? Und ja. Yay. Perhaps there is hope yet. Mama used to have such a garden. I grew up on her tomatoes and lemons and limes. When we left Earth, she was the kindest to share a sample of seeds with me, so that wherever we end up, I might start my own garden. Now, bots grow in hydroponics. This may not be a backyard, but it's something. I remember you every day, Mamoka. Now more than ever. Und er ist in der Ja. Ja, das, ja. Das ist schon übel. Ah ja, by the way, genau. Du kennst die noch gar nicht. Warte mal, wir haben nämlich auch Emotes. Und zwar... Warte mal, stimmt. Ist mein neues Emote eigentlich schon verified worden? Ich hab's doch gar nicht gesehen. Ich habe noch keine E-Mail davon bekommen. Fällt mir gerade auf. Warte mal. Nee. Okay. Das ist ja schade. Aber ja, warte mal, genau. Hier hast du mal die Emotes, die alle da sind. Der Facepalm habe ich jetzt erst ausgetauscht durch den Given Pride, aber der wurde anscheinend noch nicht verified. Bronchitis ist doof. Genau, dankeschön, Melly. Genau, also die sind richtig, richtig gut. Die sind richtig toll geworden. Bin so froh. Und das Allerbeste, das Allerbeste ist, was du noch gar nicht gesehen hast, es gibt sie jetzt auch in Stickerform. Also das ist ja einfach so, ich glaube 50 Stück schon. Und genau. Da sind jetzt auch geplant, dass da nochmal 2000 mehr gedruckt werden davon. Und genau, ich werde jetzt außerdem noch eine Holo-Version von dem Regenbogen-Emote posten. Okay. Genau, wenn du sie haben willst, dann kannst du sie auch einfach, falls du Telegram nutzt, einfach hier hinzufügen, indem du auf den Link klickst. Genau, der Regenbogen. Warte mal, ich schau mal, dass ich kurz auf dem Handy raussuche. Weil jetzt habe ich nicht hier. Also, hier ist er anscheinend noch nicht freigegeben, was mich total irritiert. Weil ich habe es vor Ewigkeiten hier bei Twitch hochgeladen. Aber jetzt ist das immer noch nicht da. Genau, und dieser hier. Genau, da wo es jetzt dunkel ist, das ist grün natürlich. Das wird jetzt halt irgendwie aus dem Regenbogen rausgecaptured. Aber dieses hier gibt es dann als Holo-Sticker. Holo-Sticker. Ich freue mich schon total drauf. Ich habe dich gecatcht. Ja. Ah ja, und bald drücke ich auch T-Shirts. Das, ja, genau. Ich sammle jetzt nur noch, ich schaue nur noch, dass irgendwie 20 T-Shirts zusammenkommen.
Weil dann ist der Druck ist relativ günstig. Und dann drucke ich die. Schauen, ob ich Chris erreiche. Der soll hier abonnieren. Genau. Genau, falls du ein T-Shirt willst, das wird schwierig. Ich weiß vor allem gar nicht, wie viel Shipping nach Amerika kostet. Das müsste ich dann nochmal rausfinden, aber ja. Genau. Ansonsten, keine Ahnung, müsste man... Ansonsten schauen wir einfach, dass ich dir die Druckdatei irgendwie zuschicke. Oder halt das Bild davon zuschicke und dann kannst du es irgendwie lokal bei dir drucken lassen oder so. Ich glaube, das ist die sinnvolle Version, als dass ich dir das hier drucke und nach Amerika schicke. Das ist über mein Handy leider nicht möglich. Leider doof, was das ist. Und guten Abend, Sun Lee. Das ist ja Pain, Melly. Okay. So, automated audio transcript. Lord help me, it worked. I'm going to hell, but it worked. Now, how the fuck do I break the news to the captain? Oh, okay, das ist hier, wo er rausfindet, wie es geht. Cap, wanted this on record. Sick of the witch end. It's me. I haven't been eating my rations. Why? Don't need it. Don't mind feeling hungry. I need my chief engineer with his full faculties. I'm glad you owned up to this, but stop eating your full share. Start eating your full share. That's an order. All due respect, Cap. We're up Sheet Creek. Not sure what an order means a lot right now. But also, now more than ever, Frank. We need to stay organized. Well, I ain't doing it, so either shove that chip down my throat yourself or give my leftovers to someone else. Okay. Ja, übel. Übel. Genau, hier ist auch vermutlich die erste Pot, die hier aufgemacht wurde vom Frank, um ein paar Leute zu vernaschen. So. Und wie geht's dir, das Lee? Wie war deine Woche so? Logs. Begin audio log. Is this thing working? What's that? Begin audio. Ah, damn it. This is P-Wells. Let's go with that. Work continues on test subject 112, retrieved from hibernation bay 8. Time of extraction, let's say 2.5 hours ago. Time of death, 6 minutes prior. Explosives dust cell, my arch nemesis, haunting my every attempt at reviving my overfrozen colonists, making a mockery out of my procedure. I've tried every combination of every chemical available to me. Attempted every variation of every possible thawing procedure. A gradual melt, a flash thaw. Extremities first, brain first. Don't know how much more of this I can take. 4 hours of sleep in the last 72. Can still hearing their screaming in my nightmares. Test subject 112. Real no. Harley Stanton, age 39. Enjoyed singing. Sorry Harley, I couldn't save you. Nein. Skandalös. Allerdings. Warte mal, wenn du über Browser gehst, sollte es doch funktionieren, oder? Weil dann solltest du einfach, weil du versuchst es gerade vermutlich über die App. Die App macht eh Probleme und kostet dann mehr. Für nervige Leute, die Kraft rauben. Du darfst dich lieb umarmt fühlen, wenn du magst. Bei mir, ich habe gestern, glaube ich, zu viel gearbeitet. War 10 Stunden auf Arbeit. War witzig, hat Spaß gemacht, aber trotzdem war es, glaube ich, ein bisschen viel. Sonst war es eigentlich ganz gut. Vor allem auch auf Arbeit habe ich irgendwie ein paar To-Dos abgebaut, die Leute jetzt echt glücklich machen. Das fand ich sehr gut. Und genau. Sonst ja. Ich komme nicht hinterher mit meiner anderen Arbeit. Das finde ich ein bisschen schade. Aber wird schon irgendwie.
Meine Volksbank gibt mir dann immer die Rückmeldung, nicht innerhalb der EU-TAN kann nicht ausgeliefert werden. Uff, das ist ja nervig. Okay, das ist dumm. Das ist massiv dumm. Aber ja. Dann hoffen wir mal, dass... Ja, du wirst den Chris irgendwann noch erreichen. Und dann gibt es auch den coolen Dings-Alert. Den coolen Sub-Alert für dich. So, begin audio log as soon as I say the word begin audio log. What a ridiculous inconvenient program. What happens if I just accidentally say the phrase audio log? Don't know why I'm talking to a frozen colonist. You're losing it, Phineas. Focus. Focus. Come on. Make the incision. There we go. Excellent. Well, well, my frigid friend. You disobeyed the moratorium on ingesting food 36 hours prior to hibernation, didn't you? Thank the law for disposable gloves. Steady now. Steady. Oh, that's not good. That's definitely not good. Damn slippery scalpel. Who makes these anyways? Spacer's choice. Alright, I've got no choice. I'm going in. Okay, das sind die Logs von Phineas Wells, als er uns dann, oder als er mit den anderen experimentiert hat und uns dann so langsam rausgeholt hat. Can you hear me, Captain? I have successfully integrated myself into the Hope's comm systems, and am attempting to establish contact with the Hope's more primitive processor now. Would you like me to play a mood-suitable music selection while you travel to the bridge? Oh, sorry. File not found. Schade. Ich hätte gewusst, was Ada jetzt für Musik spielt. I see you've located the stasis chambers. Which pod were you slumbering in for so long, Captain? The missing one, I take it? Genau, weil hier sind 9.999 drin und da ist eine. Die eine, die fehlt, das sind wir. Hier fehlen auch ein paar. Ich weiß nicht warum. Und hier fehlen dann 240 Stück oder so. Und ja. Ja, ich glaube, mehr muss ich dazu gar nicht sagen. So. Na warte, den schubse ich, wenn ich wieder da bin. So, dann gehen wir jetzt mal zur Brücke. Und machen den Sprung. That's the Hope's computer up ahead. I'll admit, I am curious to wake him. Comes patch Ada through. Greetings, Captain. I am speaking to you through the Hope's computer system. It's a rather cramped feeling, but it'll do. Das ist übrigens mein Schiffscomputer. Wait, before I do this, tell me, Ada, am I really doing the right thing? Probably not, but don't let that stop you. My Constellation executables could use some beefing up. Searching. Please stand by. Ah, found one. It will go great, Captain. I am almost 4.01% certain we will not die. This sounds great. Okay, I'm ready to skip the Hope. Are you sure? That is extremely dangerous. Skipping the Hope will void the warranty on the skip drive. And also potentially kill an entire planet. How is my humor now, Captain? Improved? Improved. Skip the Hope to Terra 2. Jump starting the skip drive. Destination set to the rings of Terra 2. Mach das. Skipping it myself. I wouldn't advise that, Captain. In case I don't get another chance to say it, it's been interesting, Captain. You're right, this is too complex. You do it. Admitting a deficit. My, you never cease to amaze me, Captain. Skipping the Hope in 3, 2, 1. ADA, does your captain seriously intend to do a micro-jump in system with engines that haven't been powered in 70 years on a derelict ship? That is what my captain intends, yes. But that is a gross misuse of the skip drive. The Zero Point Drives Corp and I will not be held responsible for any damage incurred during transport, and this will cause extreme damage. Yes, I am aware of that. You should not be doing this. The humans will die. Thank you, Hope.
It looks like all systems are go. Captain, I would advise you to hold on to something. Now. Warte mal, was? Warum sehen wir so aus, als wären wir auf die Sonne ausgerichtet? Ich finde das nicht gut. Oh ja, gute Heimfahrt, Melly. Hey, es hat geklappt. Oh, good. We are still alive and have successfully skipped into Terra 2's orbit. I reported as much to Phineas Wells, but he has not responded. Perhaps you should check in on him. Did we move? I hardly felt a thing. Was that an attempt at humor, Doctor? Certain levels of drollness are difficult for me to discern. Okay. Status. Reactors unable to support routing power to the engines. Navigating systems unoperable till the reactors repaired. Okay. Wir sind hier dead in the water. Und genau. Ich hoffe, unten ist alles okay. Ich bezweifle es sehr. Aber ja. Mal schauen. Huch. Warte mal, wo lang ging's? Hier links rum? Ne, hier links rum geht's nicht. Wir mussten da rechts rum. So. Mal rein da und dann rüber zu Phineas Wells Lab. Und unser Problem wird vermutlich jetzt sein, dass Phineas Wells gefasst wurde. Captain, I am receiving a transmission from Dr. Captain, I shall now play the transmission I received from Dr. Wells. Thank the Lord you warned me. I was able to get some defenses up, but they might not be enough. The board has sent some serious firepower to pry me out of here. They're trying to get in here, and I'm not sure I can stop them. If they capture me, if we can't communicate again, there's something very important you need to remember. The board, all their lackeys, they're all a bunch of swine. You hear me? They're fucking corporate swine. You fucking pigs! I'll take you all out with me. I'll never... It would seem the recording captured some rather dire events. I presume you'll want to dock at the orbital lab to check on your associate as soon as possible. How can I be of assistance? Und ich dachte, er sagt mir jetzt irgendwas Wichtiges. I require a functioning captain to run the ship. So ein... Ah. We have successfully arrived at Phineas's orbital lab, Captain, and we are still in one piece. Shall I... So. Mal schauen. Mal schauen. Incoming!
Die Müllpresse in Star Wars hat die Nummer 3.263.827. Wichtige Informationen. Vielen Dank, Dorado. Für auch dein Bit vor allem. So, jetzt habe ich mich kurz mal nicht konzentriert. Und dann werde ich natürlich, dann sterbe ich, natürlich. Jetzt sicher Random Facts, definitiv. Ich muss aber zugeben, ich bin etwas verwundert, dass wir die Alerts haben für Bits mit Wert von einem Bit. Ich dachte, ich habe das auf 10 hochgeschaltet. Aber scheinbar nicht. Scheinbar habe ich das falsch eingestellt. Okay, gone quiet. Oh, was? Ach, der Typ hinter mir hat mich erschossen. Das ist unpraktisch. Wir sollten vielleicht auch speichern, bevor wir den Kampf anfangen. Dann müssen wir nicht immer von ganz weit hinten nach ganz weit vorne laufen. Das wäre so eine Idee. Ja, wir könnten eine ordentliche Rüstung anziehen, aber es hat viel mehr Stil in der Rüstung, in diesen schicken Kleidungen zu gewinnen, als wir müssen einfach mehr so drauf setzen, dass wir Star Wars Move machen und halt, weil wir Helden sind, gewinnen. Nicht, weil wir am besten ausgerüstet sind. So. Okay. So, wir haben jetzt auch mal unsere Superfähigkeit übrigens eingesetzt, dieses Q, das wir irgendwie ständig vergessen. Und vor allem durch ein Wunder hat das Schwein überlebt. UDL Logistic Official Arrest Receipt. As per official arrest protocol outlined in Defense Logistics Incarceration Document A43.21-6, the individual who has been detained at this location must appear in an official Halcyon court at a appointed date and time with his paperwork in order to register that they are indeed properly arrested for crimes listed under their name. Failure to appear at the appointed date and time with this paperwork will result in additional late fees and a rescheduling of the prisoner's appointed incarceration registration date. Failure to appear at subsequent court dates may incur additional fees. Halcyon Court is not responsible for missed appointments that are a consequence of being held within a locked cell or other high-security containment locations. Please note that this is the only copy of this receipt that you will receive and that it is your responsibility to have it with you when you appear for your registration session. Na super, das heißt, diese Arschlöcher, da ist das Ding und darum wird sich das alles verzögern und sie werden ihm versuchen, noch mehr Geld abzuknöpfen. Diese Minen haben nicht so gut funktioniert, würde ich behaupten. Obwohl, naja, so ein bisschen haben sie funktioniert. Hier liegen ein paar tote Menschen rum. Okay, wir lesen jetzt einfach mal das, was im Terminal steht. So. Contingency plan activated. Publishing last will and testament. Success. Please present login to continue.
So, if you're seeing the screen, I, Phineas V. Wells, have been perniciously kidnapped and very probably incarcerated by the perfidious and cowardly government of Halcyon and the prison fortress of Tartarus. If I have not already been executed for charges leveled against me, I hope the person reading this seminar will find a way to finish my work or rescue me, preferably the latter. This screen constitutes my last will and testament. I commend my body and my belongings to the icy depths of the Aether. If this is Tirana, I prepared an emergency care package located in a hidden panel. Unlock the panel from my terminal and claim its content immediately. Okay. Personal files. Phineas V. Wells only. Note, must delete entries from terminal memory. No telling who might be looking. First entry. The Hope made it to Halcyon, after all, 25 years too late. The board doesn't know what to do with the entire ship full of frozen colonists, and so naturally they're going to leave them there. Corporate tells us a revival is impossible. They've tried absolutely nothing, and apparently they're all out of options. Balderdash. Cellular regeneration after long-term hibernation is really just a question of thermodynamics. I'm quite confident I can find a way to revive the Hope's colonists. If only corporate will authorize my requests. Frankly, I don't see why I need permission of my employers to conduct experiments in the name of scientific advancement. What nonsense! Did Newton beg permission from his employers before discovering the 3 laws of motion? Genius is not beholden to the vicissitudes of bureaucracy. Besides, the Hope has a cargo of hundreds of thousands of colonists. The board practically expects of you to go missing. Second entry. 113 seconds. New record. Most of my subjects has last 93 seconds on average. Before total cellular liquefaction reduces them to several gallons of organic soup 3 degrees above freezing temperature. 113 seconds of screaming. The subject was stronger than the others, but in the end, his body failed to survive the revival process. Der hat schon echt viele anscheinend Dings gemacht. He was my 12th subject to die. I don't know how much longer I can keep doing this. Strictly speaking, I do know the Hope has hundreds of thousands of colonists. I've only experimented on 12. How many more experiments before I successfully revive a single subject? 1, 10, 100, 500? So statistically insignificant. If I experimented on one subject every month, I would not make a dent in the Hope's population in a lifetime. Can still hear the screaming, trouble sleeping, trouble concentrating, psychological toll significant. On to subject number 13. Okay. Final entry. I always suspected this would happen. The board finally discovered what I'd done and sent the headhunters to track me down. But they never find me. Then they say I'm a murderer, and they're right. I am. I regret what I've done. But I'm not about to turn myself into the board. I'm not going to go begging the board's forgiveness. Only the Hope's colonists can forgive me for what I've done. They're the only people who can set things right, and I'm going to find a way to revive them, no matter how long I have to stay in hiding. I've got my notes with me, my equipment, and now I have this lab. It's time I return to work. Okay. Öffnen wir das Panel. Das ist die Frage. Wo ist dieses Panel? Ah, hier. Tartarus Nav Key. Oh, okay. How'd you do that so fast? Ich frage mich ja, was wir gemacht hätten, wenn wir das jetzt nicht bekommen hätten. Also wenn wir es nicht hätten hacken können. Aber dann würde ich mal sagen, ab zum Tartarus, oder? Und wir könnten mal rausfinden,
was diese neue Waffe kann. Die Phineas Force. Inventory. Space's Choice, 630. Wir können es mal mitnehmen und schauen, was das wird. Captain, if you're... So then I says, fine, I'll pay you back for all of it. With interest. Nice one. You must have had them quaking in their heels. I mean, I wasn't really gonna do it. I just wanted to make him feel bad. Pay you back with interest. I gotta remember that one. Would have felt better if it had worked. So, das Rapidon lassen wir mal hier. Plasma Rifles lassen wir auch da, hätte ich gesagt. So, und den ganzen Krempel verschrotten. 84. Was zur Hölle? Was haben wir da für eine geile Rüstung gefunden? Was ist das für eine krasse Rüstung? 84. Das ist ein okayer Rüstungswert. Okay, das heißt, wir können die 38er weghauen. Aber wir haben jetzt eine mit 84, eine mit 54 und mit 53. Das heißt, dass wir können auf jeden Fall, ja, 49. Genau, dann haben wir hier zwei mit 53. Eine mit 36, eine mit 40 und mit 38. Okay. Und helmtechnisch haben wir auch hier 84. Hier können wir alle schotten. 51er ganz viele. Okay. Das sollte so reichen. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Captain, as it appears we may soon be embarking for a maximum security prison planet, I believe the crew would like to speak with you to, as you humans put it, air some concerns. Oh. Oh. Those board goons kidnapped Mr. Phineas and hauled him away to Tartarus. How are we gonna get him out? And here we are, entertaining the notion of busting him out. That's insane. And likely a hell of a lot of fun. To extract the scientist, you will need to infiltrate the labyrinth. But that course of action is likely to be quite dangerous, Captain. What's bad about the labyrinth? Captain, come on. Even I've heard of the biggest prison the colony's ever seen. And on some occasions, I literally live under rocks. Still, we can't do nothing. It wouldn't be right. The armed surveillance protocols on a maximum security prison planet are highly sophisticated. As such, escapes are historically quite impossible and deadly. I am programmed to warn you whenever you exhibit inclinations toward risky behavior. Breaking into Tartarus will not be easy. Getting in is the simple part. It's getting out again that's the trouble. Trust me, I know. Let's just do it. Kick down some doors, grab Doc Wells, and cut a path out. We don't need a plan. We got guns. If you really mean to do this, you should see to your final affairs and close out any unfinished business. Once you sneak into Tartarus, you may be there a while. Or permanently. Okay, what do you think about this? It's the craziest plan I've ever heard. And I mean that as a compliment. You didn't hire me to think. And I ain't about to start now. You're my boss. I'll walk into fire with you. Felix ist so ein bisschen I think Banane. it's insane. But
Maybe the colony needs a healthy dose of insanity right about now. I know it's dangerous. And I won't lie and say I'm not scared out of my wits. But I couldn't live with myself if we didn't do something. You're asking for more than bravery from us, Captain. But there are worse ways to go than dying for a good cause. I'm in. Let Sam get the grime out. It's what our units do best. The entire plan is a terrible idea, but I admire your bravado, Captain, which leads me to illogically believe, against the odds, that you will be successful. We're doing it. Everyone strap in. If we don't make it, at least it'll be a great story. Got my trusty tossball stick, got my ass-kicking boots. I'm ready, boss. Outstanding. You can count on us, Captain. We're crew. For real crew. That means we got each other's backs. Right? Right. Never thought I'd volunteer to break into a prison. Seems like your tendency towards risky behavior is rubbing off on me, Captain. Shut up. Command not recognized. Waiting on your command, Captain. Alright. Let's do this shit. Das Einzige, was mich so ein bisschen unglücklich ist, macht, dass wir komplett überlastet sind mit irgendwelchem Scheißdreck. Genau, das wiegt ja nichts hier, ne? Das heißt, da muss ich mich gar nicht kümmern. Ah, hier der Scheiß, der wiegt vermutlich so viel. Ich habe die Vermutung. Obwohl das... Nein, das ist es auch nicht. Ist das hier? Ne, das hier wiegt 3, das wiegt... Ach so, der Scheiß wiegt zu viel. Ja, ich glaube, ich muss nochmal irgendwo zu einem... Breakdown. So. Damit sind wir bei 207. Das heißt, wir haben immer noch irgendwie viel zu viel Scheiße irgendwie bei uns rumfahren. Was soll das denn? Sieben davon. Okay, wisst ihr was? Wir machen das einfach. Wir deployen einfach alles hier, weil... Als ob ich jetzt noch irgendwie mit irgendwelchen Modifications rummache. So, einfacher. Auf zum Tartarus. You're about to assault the labyrinth on Tartarus and determine the fate of the Halcyon colony. If there's anything you want to do before you enter the prison, do it now, before you cross the point of no return. Would you like to continue? Yes, would you like to save? Yes. I just did, but... Okay. I am pleased to inform you that we have arrived at the labyrinth. Please be advised that the punishment for trespassing is execution. Please be advised that electrical storms on the surface of Tartarus make departure impossible at this time. Know anything useful about Tartarus? Resident count is as follows. 3,071. Resident deaths, including but not limited to executions, are as follows. 1,684. Resident escapes are as follows. 0. The interior can be chilly. Take a scarf with you, Captain. I would also ask that you leave your captain's ID with me, in the event that you do not return. You promise not to leave without me? I can make the assurance that I will not leave with another captain,
unless you do not return within 876,541,652 hours. Oh, speak of the devil. Captain, I am receiving a transmission from the prison's docking authority now. Attention, unauthorized spacecraft. This is a maximum security installation. Your presence here is an explicit violation of EDL corporate policy. You are hereby confined to your docking platform until a ticket detailing your crimes has been filed and notarized, at which point your vessel will be seized and you will be executed. How long will that take? I wager it'll take a bit longer than it takes you to lose your patience and storm out of your ship looking to get shot. To be honest, that'd make my job a lot easier. You come out, we shoot you full of holes, and then everyone goes about their day worry-free. Except you. You'll be dead. Hey, how do I know you're a real officer in that helmet? Show me your biometric ID. Alright. I'm feeling generous. I'm transmitting the ID of a productive, law-abiding employee so you can see what one looks like before you die. Anyway, Tartarus Docking Authority signing up. Hang on. Another ship just pulled into your dock. Wait, is that from the Groundbreaker? What the? Pay no mind to that. Just have a pleasant day. Transmission terminated. Biometric ID received. Transferring data to external cartridge. How can I be of assistance? Tja. Talk to you later, Ada. May luck be with you. Of course, as I am sure you are aware, luck does not exist. But it seems to comfort humans to believe they possess good quantities of it. Sehr witzig. Und los geht das. Das Beste ist, anscheinend haben wir jetzt eine Tarnung bekommen von dem Lappen. Von Groundbreaker. Warum ist da gerade ein Schiff von Groundbreaker angekommen? The captain did right by us once. Now it's our turn. The board will never own Groundbreaker. Not while I breathe. Push on, my dad. Stay down, hullhead. Wisst ihr was? So. Ich weiß gerade echt nicht, warum plötzlich hier diese Leute auftauchen. Dump the bodies of the rest. Take us down. Don't mess with them. Groundbreaker doesn't need to smash like you. Okay, Junlei, warum hast du uns hier Leute geschickt? Das würde mich tatsächlich noch interessieren irgendwie. Can't let you take all the glory here, bounty hunter.
Wir hätten das total gechillt machen können und jetzt macht ihr das so. So. Real flick. Als ob wir hier nicht alle Munition klauen. Nice going. Ja, aber da ist einer von den Madets tatsächlich gestorben. Das finde ich nicht gut. Was hätten die sich rausgehalten, wäre es so viel besser gewesen. Also ich hoffe jetzt mal, dass sie jetzt da bleibt und dann nichts mehr macht und nichts mehr mit sich machen lässt vor allem. Schwierig aber zu garantieren, wenn ich jetzt diese Tür aufmachen werde. I wish I could do that. Haben wir jetzt endlich mal die Assault Rifle 2 bekommen. So, Pavati, was hast du denn gerade? Wie wär's, wenn du diese Heavy Machine Gun bekommst? Ich fänd's, glaube ich, witzig. So, sogar noch ein Perk. This might be the loneliest place in the whole system. Wird schon, wird schon. Yeah, huh? Nice of them to leave us a few options. Ach, ach.
Schauen, was wir so finden. Das Vieh ist so schlimm. Ich bin einfach ein zu großer Fan von Exploration. Als ob ich mir das entgehen lassen könnte, hier erstmal alles zu erkunden, bevor wir hier weitermachen. Aber wisst ihr was? Eigentlich ist es sehr einfach, was wir machen müssen. Speichern. Und dann erschießen wir den Menschen da drüben. Heads down. Here we go! Yeah! Nö. Okay, so funktioniert es nicht. Das müssen wir anders tun. Ich glaube, wir müssen direkt einfach so in den Kampf reingehen und nicht... So, wir probieren jetzt außerdem... Okay, hier kam leider ganz schnell auch irgendein dummes kleines Security-Drönchen her. Was, wo kam die eigentlich her? Achso, von hier vermutlich. Nein, okay. Wir müssen das anders angehen. Ich will auch nicht, ich will nicht umrüsten. Mist. Nice and easy. Wow. Okay, nee, das ist auch keine gute Waffe, finde ich. Ich würde sagen, wir machen das weiter mit diesem Plasma-Ding. Nice and easy. So. Ausgenockt. Ah, ja, da kam Strom. Ah. Das Kampfsystem ist plötzlich, also plötzlich ist es so viel schwerer zu kämpfen. Das ist irgendwie, ja. Ich könnte mich natürlich auch mit dem Flammenwerfer da so hinstellen. Ne, der... Ja, ohne Rüstung ist es wirklich schwer gerade.
Ich glaube, wir müssen Rüstung anziehen. Jo, herzlich willkommen daheim. Und lass dir gut schmecken. Was gibt's denn? Okay, Kinders. Wir müssen hart aufrüsten. Also, Kinders, wir machen so. Alle ziehen bitte die beste Rüstung an. Das gilt auch für euch. Obwohl mit der 53er Rüstung bin ich nicht mal so viel schlechter als hier die andere. Pavati. Du kriegst auch so einen 53er Helm. 54er Rüstung. Damit sollten Dinge besser laufen als aktuell. Und wir werden jetzt hier aber wieder ausstellen. Ship Companion Helmet, Ship Player Helmet. So, damit sehen wir wenigstens ein bisschen besser aus, finde ich. So, nochmal speichern. Donuts und 2 Erdbeermuffins. Lamm, lecker. Ich hatte gestern zum ersten Mal seit langem mal wieder Donuts und die waren schon dezent geil. Okay, shit, ey. Ja, haben wir schon verloren. Das ist noch cool rund. Ich kenne das Problem. Ich war 2 Wochen dort. Ich war direkt nach der Bundeswehr dort. Und bei der Bundeswehr hatte ich halt geregeltes Essen. Und vor allem hatte ich dort halt auch geregelten Tagesablauf mit Sport. Danach bin ich für 2 Wochen nach Amerika gegangen. Ich habe dort Portionen gegessen, jenseits von Gut und Böse, und habe keinen Sport gemacht. Dieses Bäuchlein trage ich noch immer. Okay, das hat funktioniert. Und ja, das ist das Spiel von den Fallout New Vegas Machern. So, mach den mal aus, dankeschön. Okay. Gerade funktioniert das ja, ey. So, dealt with, würde ich sagen.
Das ist die Frage, ob der hier das da drüben sieht. Ne, sieht er nicht. Nice. Gar kein Problem. Oder so ähnlich. Ja, dieses Häufchen Elend haben wir zu verdanken, weil wir diese Plasma-Waffen verwenden, die wirklich super stark sind. Das ist richtig nice. Und vor allem, wenn sie halt in einem Schuss killen, dann gilt das als Sneak Attack. Hat niemand gemerkt. So. PUBG spiele ich gerade eigentlich gar nicht mehr, tatsächlich. Das ist schon so ein bisschen durch. Here we go! Nice one! I see you there! We've lost our body! That's the last of him. Springst dich immer noch gerne rum. Ich muss auch zugeben, ich habe es einfach jetzt schon seit längerem nicht mehr gespielt. Unter anderem, weil meine Grafikkarte scheps gegangen ist und dann ja, das halt dann auch nur noch geholt hat mit der alten Grafikkarte. Ja. Ist dann nicht mehr so geil. Ah ja. Niemand gemerkt. So, hier noch die Leute Maus. Dankeschön. Warte. So. Sind wir jetzt wieder da? Sehr gut. Oh, hey. Ein Glück, dass wir das halbwegs auseinandergezerrt bekommen haben hier mit den Kämpfen, weil die sind... Also wenn die alle auf einmal angreifen, ist schon hart.
Oh, a list of passports for something called a RAM. There are 3 columns, but only one is legible. The rest have been scratched out. Today's passport for column 2 is smells like. Okay, gut zu wissen. Oh, ja, nice. Hier, verkaufen wir bitte allen Shit, den wir haben. Dankeschön. Ja. Ja. Okay, und hier verkaufen. Jo, weg. Ach ja, auch weg. Und gut. So. Dann pro Moment übe ich mehr die DS3, SL1, Hitrun, bekomme aber noch voll auf die Nuss. Was meinst du? Was ist DS3? Oder SL10 Hitrun? Sagt mir gerade gar nichts. Dark Souls 3. Ach. Okay. Das heißt, du wirst nie getroffen werden. Nicht ein einziges Mal, wenn ich das richtig verstanden habe. Wait, Handguns. Das sollte ich dann Ellie übergeben. Weil Ellie nutzt Handguns. Willkommen zurück, Easy. Ich glaube, du warst eine Weile weg, ne? So. Ich erhöhe mal mein Leben hier. Zack. Einfachsten. Ach ja. Oh. Hier ist er also gelandet. Der Tote. Ich werde mich hier einmal komplett durchschießen. Ich glaube, alles andere ist auch unmöglich. I wish I could do that. Es geknackt. Here we go. Geduschke. Schon war Ruhe. Dang, that's impressive. Eyes up. Can't get past that armor. So, noch ein paar XP verdienen, indem wir alles aufknacken. Ich muss ja zugeben, mit Dark Souls bin ich nie so wirklich warm geworden. Weil es war immer so ein... Weiß nicht. Das... Wäre mir zu nervig, wenn ich da ständig irgendwie sterbe. Aber naja, ich muss auch nicht alle Spiele verstehen oder alle Spiele für mich haben. Oder für mich entdecken, quasi.
Oh ja. Finde ich zumindest. Ich habe schon genügend Spiele, die ich spiele. Uns fehlen ein paar Punkte. Habe ich ein paar... Das sind Stealth Skills. Also 5 kann ich noch rausholen. Character. Warum haben wir da -5 und wir kriegen -10? Das ist ja seltsam. Okay, uns fehlen 17 Punkte. Ich finde das nicht gut. So. Ist schon ein Ende Sicht? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie schwierig zu sagen, muss ich zugeben. Es ist sehr schwierig zu sagen. Eigentlich muss es nur noch Tartus sein. Aber wir haben auch noch 2 weitere Planeten, die offen sind. Deswegen könnte es sein, dass da noch auf uns Dinge warten. Und ein Problem ist jetzt, uns fehlen 20 Punkte in Hacken. Oder 10 Punkte in Hacken, besser gesagt. Damit wir das da unten aufhacken können. Das ist ein Problem. Ah, okay, wir müssen einfach hier lang. Oh, wir haben nur noch ganz wenig, dass wir Level Up haben. Scheiße, wie viel fehlt uns denn? Uns fehlen... Keine Ahnung. Details. Achso, wir sind beim Max... Oh, scheiße, wir sind... Max Level angekommen. Level 30 war alles. Das ist das meiste, was wir rausholen. Das heißt, wir bekommen kein Level Up mehr. Wir bekommen... Scheiße. Ja, Mist. Wir kommen hier nicht mehr bei 100 Hacking an. Mist. Und vielen Dank, Angry, für deinen Host. Und herzlich willkommen. Wie geht's dir denn? Schön, dich hier zu haben. So, witzigerweise steht hier dran, dass wir Level 1 sind. Ich weiß auch nicht warum. Wie war denn dein Stream so? Kann man vielleicht noch in der Rüstung was machen?
Achso, nein. Wir haben alles hier rausgeschmissen, ne? Achso, hast du keinen Stream vorher gehabt? Okay, ich kann hier nicht zurück. Please don't. Okay, okay, es gibt da doch ein paar Bugs noch im Spiel, leider. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass du gerade am Stream warst, irgendwie. Ach so, du warst gerade mit YouTube beschäftigt. Ja, die Frage war, was du denn gestreamt hast. In possession of an anti-UDL communication, starting violence, random selection. Random select. Ja, ich glaube, hier haben wir ein Easter Egg gefunden. In Error, in Reason, Error, in... Okay. Part 2, was auch immer. I can take a hint. Here we go. Lots of them. Down they go. Aus genug. Done. So. Ich glaube, bald haben wir auch alle Wachen. Ach ja, Escape to Tarkov. Würde mich ja schon auch interessieren, aber irgendwie... Weiß nicht. Die Meinung von diesem... Von dem Team... Von dem Entwicklerteam geht mir so ein bisschen auf den Sack. Und irgendwie mag ich das dann auch nicht unterstützen. Und deswegen bleibe ich aktuell gerade fern davon. Ah, Borst. Haben wir auch als Passwort. Ah, wir können auch einfach alle ausnocken. Authorization Passwort. Ah. Oh, Melody. I'm working as fast as I can, all right? If y'all would quit bothering me, I'd get this done sooner. Hey, this person Thomas asked me for passcode. Do you know it? Of course. Why? I need you to use it. I'm going to stand here and ignore you until you give it to me. Oh, for law's sake. Fine. Just don't go shooting up the place with gas, all right? The password is tartar sauce. One word. All lowercase. Have at it. Melody, das war sehr hilfreich. Vielen Dank.
What? Nothing. Schlaf, Kindchen, schlaf. Warum auch immer keiner schlafen will? Hm? Okay. Aus irgendwelchen Gründen hat es jetzt nicht funktioniert. Ich hätte jetzt erwartet, dass wir jetzt, dass jetzt alle hier sterben. Oder zumindest schlafen gehen. Grunhans 7. Ja, dazu geh doch mal hier auf die Seite Streambeans. IO, genau. Streambeans.io und dann kannst du mal schauen, ob du da schon ein paar mehr Bohnen gesammelt hast. Vermutlich hast du auch mittlerweile auch 2 Stunden zugeschaut und kriegst wieder ein paar Bohnen dafür. Okay. Das ging schnell. Imagine being locked up in a place like this. Just the weight of all that stone and steel. Oh, it's making me sick. Access architecture records. An analysis from engineer Rodfy Crane and Geist, Anton Crane vermutlich, beginning with the requirement that every chamber receive a constant supply of at minimum 34 kilowatts and that occupants of these chambers be injected with a steady supply of UDL's patented Veto hibernation fluid, and this run-on sentence carries on for 12 pages before finally concluding, and thus in order to maintain structural integrity throughout the area designated the pit, we recommend that chambers are installed in cylindrical fashion around the supporting structure, dug into the crust of Tartarus to maximum depth of. This conclusion extends for other than 2 pages. Okay, access storage. Oh, hier haben wir ganz viel Dimethyl Sulfoxide Canisters. Oh, okay. Das ist praktisch. Genau. So wie Easy sagt. Let's go, troops. Stellar base counting on us. Okay, interessant. Anscheinend alle bringen irgendwie ihre Leute mit, scheinbar.
Sogar der Van Neues hier. Wo wir ihn gerettet haben. Das ist schon cool so. Interessant, dass hier erstmal eine Waffe rumliegt und zwar, dass hier Löcher in den Zellen drin sind. Like what? Ich meine, warum? So, keine Vinifin. Oh. Das ist ja schade. Seltsam, du solltest eigentlich welche gesammelt haben. Du warst jetzt eine ganze Weile hier. So. Sneak attack. Und Jogo-chan, Gratulation Choco. Für den Win. Stimmt, du hättest auch einfach einen Arena-Teil mitnehmen können, weil Arena-Kampfteilnahme ist gratis. Ja, total vergessen, sorry. Was? Nee. Gar keine Lüge. Ah, was? Die durfte nicht? Nee, Arena nicht. Ich meine, Arena, nicht Duell. Warte mal. Hä? Arena kostet doch... Ach so, doch. Arena kostet 2. Ja, stimmt. Ja, sorry. Ganz verrallt. Ganz vergessen, sorry. So, nach dem aus hier.
ist witzig, immer wenn wir hier alle töten, dann laden wir unsere Dings wieder auf. Unser Shroud. Das heißt, dann erkennt uns wieder niemand. Ja. Ich weiß. Easy. Aber dafür habe ich ja meine vertrauenswürdigen Mods. Unsealed Door. Das war einfach. Examine an assortment of adhesive notes. It appears whoever works here use adhesive notes to stay organized. A couple of the more intelligible notes Rock will visit to confiscate badges, preprint badges, change maintenance logs, order new logs, re-evaluate lockdown procedure, update docking authority with new lockdown procedures, intake badge over under weekly bottles. As a reminder to LBR NTH employees, access to secure data is a fireable offense. Furthermore, being fired from the LBR NTH staff is punishable by life in prison. Cameras. I'm trying to get straight with Akandi's order. Only a few things more from my end, but I don't know what we'll do about cameras. She says security footage ain't enough. They want proper reels. What's going on? Ori cameras. She's bringing in a VIP for internment. Security's ramping up too. Sorry for the inconvenience. It's a fine mess down here. Says something about recording an announcement. They're all overly excited. It's hush hush, but I guess this VIP's been on the run for a while. But the engineers have a few cameras. I'll see if I can track some down. RE cameras. I appreciate it. You know, we miss a check on this list. It's our heads. We have no idea how tough it was getting a fucking green top. Tja. So. Ja, ganz genau. Die meinte ich, Easy. Die und niemand anderen. Weil, warum auch sollte ich jemand anders meinen? Das wäre ja komplett absurd. Und höchst unüblich. So, hier, noch mal aus, Dankeschön. Grim? Okay. MSI-Truppen. Und was machst du da mit deinem eigenen Drogenkartell? Hört sich nach einem Plan an.
Na, da kann ich jetzt eigentlich mal alle hier in die beste Rüstung einpacken. Jo. Ja, seriously, bald kann ich die halt wirklich an alle geben. An alle meine Leute. So. Yeah. Money. Give me all your money. Never done this before, but that ain't gonna stop me now. Don't stop me now. Irgendwo ist noch ein Gegner. Egal. Wir gehen mal weiter. Ich glaube, fürs Duell muss man eh dann auch noch. Whatever comes of this, I'm just real glad to know you all. So witzig, dass wir alle hier diese fette UDL-Rüstung anhaben. After all you've done, all the work you've destroyed, all the money you've cost me, your misguided crusade has doomed Halcyon. Doomed? Finn is now saving the colony. That crackpot's plan is ludicrous. We have steps, action items, budgets, and reports. All he's got is a guilty conscience and lofty dreams. In any other circumstance, I'd admire your boldness. In this one, however, I have only 2 words for you. Fuck off. Whoa, now there's no call for hostility. No call for... You unbelievable bitch. Sophia should be the one wasting her time with you, but you killed her. I'll have you hanged, quartered, bankrupted. Thankfully, you're in a prison already. Find the nearest cell and wait until I'm done here. Then I'll drag you to the executioner myself. Oh, of course, how long until you're done? Is that sarcasm? Do you know what I do to people who employ the lowest, most base form of humor? I fire them. Alas, as you are woefully unemployed, I'll have to do the next best thing and have you killed. In the next room is the finest automechanical purveyor of death ever made. Try not to scratch the paint with your skull, it was fucking expensive. Ich finde es interessant, wie oft hier das Wort fuck vorkommt. Es gibt ja weiblich, männlich, divers. Aber wie ist denn die andere für divers? Gute Frage. I have no idea. Fuck Nugget vielleicht. Fuck Nugget ist eine diverse Beleidigung, würde ich behaupten. Weil Fuck Nugget passt für alle Geschlechter. Also ich hätte Fuck Nugget ausgewählt.
Ja, fuck Nugget. Ist doch... Finde ich gut. Oder was meint ihr? Ich finde das sehr, sehr divers. Es hat... Oh, Melly. So, I'm sure we can talk about this, Rockwell. Let's work. Sure we can talk about this, Rockwell. Let's work something out. Absolutely not. Akande was always the sociable one, not me. Need I repeat the magic 2 words? The magic 2 words. Fine, I'll be there before you know it. So, warte mal. Da unten. So sieht also der Finest Automechanical aus. Mal schauen. So, nachladen. Oh, wir können es nicht cracken. Wenn wir jetzt die Rüstung ausziehen. Warte. So. Wenn wir jetzt die Rüstung hier tauschen durch das hier. Great work. Nice going. Und jetzt noch hacken um 1 erhöhen. Mal schauen, was wir dann machen können. Wow. 1. Fucking Nagi, ja, das klappt. Eine Bohne, ne, so. So, ach, der Ride Automechanical, der RAM ist online. UDL is not responsible for lethal force depends on the RAM unit. The Automechanical in this area need maintenance or updated security protocols. Please consult your nearest security engineer. Leider können wir den RAM nicht overriden. Ah, verdammte Axt. So, komm. Ist das schon fertig? Nee. Oh. Oh. So, ausnocken. So, ausnocken. Dankeschön. Das Ding ist echt schwierig zu knacken, ja. Occasionally divides by 0. So.
So, Geburt. Schade, dass wir den nicht overriden konnten. Das hätte ich jetzt richtig gut gefunden. So. So viele Angeberinnen. Einpflanzen. Ja, ich habe dezent mehr. Genau, ich hab total vergessen. Ich sollte vielleicht auch mal meine Bohnen wieder abholen. Ne? Total verrafft. So. Ja, mach die mal auf. Etwas verblubbt. Ja, passiert. Es ist schon spät. Auch wenn es bei dir noch nicht ganz so spät ist. Es ist schon spät. So. So, 3000 irgendwas Bohnen. Gut zu wissen. Ach was, wir haben jetzt die ganze Zeit mit der Rüstung gekämpft. Upsi. Wir haben gar nicht mit der guten Rüstung gekämpft. Super witzig. Aber gut, dass wir das dann auch jetzt mal hier uns angeschaut haben. Anyone got a smoke? Ah, sterb. So, warte mal, wo ist unsere gute Rüstung? Obwohl, ich habe jetzt das Gefühl, dass wir gar nicht die gute Rüstung mehr brauchen. Das heißt, wir werden jetzt hier wieder auf Stil umsteigen. Und uns hier einfach die schicken Sachen anziehen. So. Einmal Spiel speichern und dann in den Optionen wieder unsere Hüte anzeigen lassen. Yeah. So, und jetzt müssen wir mal zu dieser RAM-Unit gehen und Huch. Wo ist er denn? Wo habe ich die kaputt gemacht? Achso, warte, hier habe ich den. Ich dachte gerade, der ist despawned, ey. Meine Fresse. Alles ist hier kaputt, Mann. Oh, wow, was sieht denn hier aus? Voll protzig, kaputt. Ah, noch gesiedelt. Da werden wir vermutlich nachher dann durchgehen. Ach, du musst die Bohnen erst abholen auf der Streambeans-Seite. Du musst die dann immer aus dem Goldtopf raus einsammeln. Get me out of here! Ah, so geht's auf. You don't know how glad I am to see you. You lunatic. You broke into the board's own fortress and killed the chairman just to rescue one doddering old man? You are absolutely out of your mind. And I can't begin to thank you enough. You know, I wouldn't let anything happen to you, Phineas. I know, my friend, I know. And now it's finally over. The board's finished. It's only a matter of time before the entire system slips from their grasp. You've broken the board's stranglehold on this colony, and you saved my life. But there's still so much we have yet to accomplish.
You and I are going to have to work harder than ever to save Halcyon. I'm afraid the situation is far worse than any of us ever anticipated. I don't like the sound of that at all. Earth has gone dark. We haven't received a single message in 3 years. There's been no communication, no signals, nothing. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. We don't know what they discovered when they arrived, or if they arrived at all. They haven't exactly been hands-on around here anyway. So there's one less rubber stamp to worry about. Earth is humanity's home planet, Miss Fenhill. The psychological effects of losing our original home will be devastating. You mean we're all alone out here? Really alone? I'm afraid so, Miss Holcomb. Halcyon is the only home we have left. Returning to Earth is no longer an option. We're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for support anymore. We've been cut loose. We're entirely on our own. We have a lot of work ahead of us. Wait, hold on, I need you to ask something. Yes, certainly. I'll help however I can. You mentioned a frigate. There's something else I know about the other colonists, Finesse. I wasn't trying to hide the truth from you, but after all you've done, I owe you an explanation. Yes, I experimented on the Hope's colonists. Each of my experiments ended in catastrophic failure. Each of my subjects died in agony. You are my first and only success. I didn't tell you about the others because I didn't want to burden you. My failures are my own to bear, not yours. I'll forgive you, Phineas. Thank you. Perhaps in time I'll learn to forgive myself. My apologies. I need to get a hold of myself. We've far more pressing issues to worry about right now. If you have any more questions, ask me. I'll answer as best I can. What do you think happened? I don't know what happened, but something must have gone horribly wrong. I don't know why Earth's gone silent. I don't even know if Earth exists anymore. We have no connection back to Earth, and return is likely impossible. We're completely alone out here. You mentioned a frigate disappearing. You might have heard of the Earth Directorate's frigate. Half the colony's entire military was on that ship. They were returning to Earth when they vanished without a trace. That was 2 years ago. We haven't heard a word from them since. Whatever happened to Earth likely happened to them. Okay. Yes, we do. You've done a marvelous thing. You've succeeded where anyone else would have failed, including me. We must begin the revival process immediately, starting with the Hope's brightest minds, and then we're going to fix this damn colony, one problem at a time. We're going to need a leader, and I can't imagine a better person for the job than you. What do you say, old friend? Will you help us? Wir sollen jetzt diese Kolonie leiten? Übel. Melly, ich habe Vertrauen in dich. Du kriegst das noch hin. Can count on me. I'll help you revive the other colonies. When I revived you, I thought you were going to help me save this colony. I was wrong. I had our roles reversed, you see. You're the one who's going to save us all. I'm just the one who set you on your path. You're the best thing to ever happen to Halcyon. If you want to take it upon yourself to lead this colony, you have my support. We're not a colony any longer, are we? Our last connection to Earth has been severed, and so we have been set free. Our future is uncertain, and no one knows what tomorrow holds. Exciting, isn't it? Okay. Lifetime employment program ruined. Cars and torches. This all The teaches it. OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But
But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment she landed in Emerald Vale, her actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists: engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Between MSI's worker-centric policies and the iconoclast manpower, Sanjar and Zora were able to rally many of the Terra 2 townships to their cause. MSI's workforce swelled, and the iconoclasts enjoyed a significant surge in their ranks. The board was too distracted by infighting and internal politics to stop MSI from becoming a powerful corporation and a refuge for townships that might have fallen through the cracks. Consumed by paranoia, Lilia Hagen took Sublight Salvage in a controversial direction, openly accusing board officials of an extraterrestrial conspiracy. One day, an accident at the Groundbreaker's docking bay silenced her forever. Time would tell if her replacement could keep the Sublight family together. The collapse of Edgewater left its workers bereft of any purpose in life. Most of them made their way to Adelaide McDevitt's camp, hoping to ingratiate themselves into her favor. Adelaide accepted only a few to her community. The rest were turned away and likely died of starvation. Nevertheless, Adelaide's camp grew into a well-established town. Adelaide McDevitt refused to cooperate with the ongoing effort to save Halcyon from collapse. A sympathetic deserter stole a copy of her research and delivered it to the Hope's scientists. It is unclear how useful Adelaide's research was. An optimistic estimate suggests her work may have bought Halcyon another few years of survival. Adelaide would never know. She died that winter. Under the leadership of Junlei Tennyson, the Groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers, schooled in her family's traditions. The future of the Groundbreaker looks promising. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. It was a dark time indeed. Your influence shifted Ellie's perspective. She finally admitted, albeit grudgingly, that she just might need other people. Sometimes. With a steady income from the life insurance payouts, she was finally able to afford a ship of her own. She hired a small crew and flew supply missions to communities on the fringe. Some of them were even legal. Life in Halcyon was sobering for Felix Millstone. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work
of trying to repair a broken colony. Felix never had a head for numbers, but if there was labor to be done, he was there to help. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with two hands. As much as he enjoyed his adventures aboard the Unreliable, the vicar, known as Max, eventually decided that it was time to move on, to live out the life he had sought so long to create. He knew there were many in the colony who carried burdens much worse than the ones he had struggled with, and he devoted himself to easing their suffering wherever he could. He only ever took up arms again to defend the defenseless. Unshackled from a lifetime of striving and fighting the universe and himself, Vicar Maximilian de Soto was finally at peace. Once the matter with the Hope colonists was resolved, Junlei bashfully asked Parvati if she'd like to join her permanently on the Groundbreaker, and Parvati enthusiastically, if somewhat awkwardly, agreed. The stories of her adventures spread across the colony, and Parvati soon found herself the center of attention. Having served as the engineer of a renowned spacecraft, tramp freighters and wildcat miners sought her out by name, and in no time, she was a fixture in the Groundbreaker's mechanical ecosystem. She and Junlei were never far apart. Nyoka returned to Monarch to take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group, a mercenary outfit of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide, or just looking to throw back a beer and swap stories, could find her camping on the trail or clearing an infestation. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony. This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. He eventually came to terms with his own past and was able to forgive the mistakes of his younger self by devoting his remaining years to serving the colony. Dr. Wells was able to revive many more scientists and engineers than he first expected, thanks to the additional batch of chemicals you stole from the Ministry. Wells never forgot about the human lives that were lost in acquiring these chemicals. In the end, Dr. Wells was able to save every scientist and engineer aboard the Hope. Over the next decade, nearly all of the Hope's remaining colonists were successfully revived. Halcyon saw a period of rapid technological and scientific advancement. Breakthroughs in dietary supplements saved the colony from starvation. Geoengineering projects and social reforms began to change the structure and character of the colony. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Today, Halcyon has stabilized. The people of the colony work hard to adapt to their new circumstances. Nearby colonies send aid and supplies. Life will never be easy in Halcyon, but for the first time in its history, there exists a sense of real, genuine hope about the future. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? Long after Wells passed away, you carried on his work with more energy, determination, and brilliance than he could ever muster. The years that followed were hard, but Halcyon survived by the efforts of the Hope's most promising colonists, the greatest of which was you. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come.
Und damit haben wir tatsächlich jetzt die Outer Worlds beendet. Und das 5 Minuten nach regulärem Streamende. Nein, hier müffelt keine Melly. Keine Sorge. Ich glaube, das ist das erste Spiel, das ich dieses Jahr dann zu Ende gespielt habe. Oder? Oder irre ich mich da? Genau, übrigens auch herzlich willkommen an alle Lurker und alle neuen Zuschauer und Zuschauerinnen. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie wir hier jetzt noch die Outer Worlds zu Ende gespielt haben. Falls ihr sonst mehr von mir sehen wollt, lasst gerne ein Follow da. Wir spielen hier ganz, ganz viele Indie-Games für gewöhnlich und schauen uns ständig neue Spiele an. Das heißt, sowas wie das hier ist jetzt eher unüblich, aber ich werde auch schauen, dass wir immer ein Story-Spiel so irgendwie haben, dass wir dann so immer, ich glaube, so freitags oder so wollte ich das immer anspielen. Genau, dann spielen wir das mal freitags, sodass wir dann nach und nach durch so ein Story-Game mal durchkommen. Genau im richtigen Moment. Das ist traurig, Silly. Aber das Gute ist ja, die ganzen Streams sind archiviert. Das heißt, innerhalb von 12 Streams kannst du das Ganze anschauen und ja. Ich müsste jetzt auch nochmal rausfinden, wie viele Stunden wir hier gebraucht haben, damit ich mal den Streamer-Faktor rausfinden kann. Und nein, wir werden nicht Dark Souls 3 nicht spielen. Nein. Bloß nicht. Ansonsten wird das mit dem ruhigen Stream eher nichts mehr. Dann wird das eher so ein Rage-Stream, glaube ich. Wäre da nicht so für. Weil dafür ist Kemsky zuständig anscheinend. Kemsky for Lifetime Supply of Souls. Wurde gedankt. The loss of my life, killing Samantha. Oh, Terry. Bitte sag mir, dass Terry ein Poli ist. I think das ist für mich fast spooky. Oh. Die ganzen Nachrichten, die sind zuckersüß, ey. Währenddessen sind auch 6 Babys. Was? Patrick Stewart ist geboren worden? Witzig. Da hat jemand Nachnamen Stewart anscheinend einen Sohn bekommen und den Patrick genannt. Wie geil. Wie gut, ey. Aha. Ja. Nein, das nächste ist, glaube ich, wollte ich ja Gothic machen. Ansonsten hätten wir noch hier Perception, glaube ich, hieß es. Und, genau. By the way, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an hier Gärtner PR. PR-Firma, die hier für 2K Private Division und so zuständig ist in Deutschland. Und die haben mir nämlich einen Key dafür zugeschickt. Vielen Dank dafür. Ich habe das Spiel sehr, sehr genossen. Ich glaube auch die da draußen. Genau, Witcher 1 bis 3 wollten wir machen. Und, wow, Cindy, danke. 51 Stunden. Dann können wir jetzt mal rausfinden, was der Streamer-Faktor ist, weil es gibt ja diese Seite How Long to Beat. Ja, How Long to Beat Outer Worlds. Da schauen wir mal rein. Genau, weil Completionists, also wenn du es komplett durchspielst, brauchst du 34,5 Stunden anscheinend. Und das haben wir aus 634 Leuten, die da Daten submitted haben. Ich bin ja auch eher so Typ Completionist. Und 51 Stunden. Das heißt, wir müssen jetzt ausrechnen. 51 Stunden. Oder? Genau, geteilt. 34,5. Und dann haben wir, unser Streamer-Faktor ist so circa 1,5. Das heißt, wir werden für jedes Spiel
so circa 1,5 Mal so lang brauchen wie ein normaler Spieler, weil wir streamen und damit dann so Sachen reinkommen wie, dass ich mit euch ganz viel interagiere und so Sachen. Ne? Also so ungefähr. Und das Ding ist, ich glaube, ich habe sogar Dark Souls eventuell im Humble als Key irgendwie rumfahren, aber so. Genau, also, aber ich werde tatsächlich eher mal schauen, dass wir The Witcher anspielen. The Witcher 1 tatsächlich auch. Das hört sich gut an. Schöne Komplimente. Ich habe normalerweise ein ziemliches Problem mit Komplimenten umzugehen. Das kann Falke sehr bestätigen. Aber genau, ich nehme das jetzt an und ich finde das sehr schön. Vielen Dank. Genau, ich finde auch sehr, sehr toll an diesem Spiel, dass wir einfach wirklich sehr, sehr diverse Leute hatten. Also wir hatten halt nicht nur überall irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Weißbrote, die in der Gegend rumgelaufen sind. Wir hatten sehr, sehr diverse Aussehen und auch diverse Namen. Ich habe auch einen wunderbaren... der Bierbauch ist gar nicht so groß. Er ist okayisch. Das geht also. Genau, und was ich auch wirklich, wirklich toll fand, eben diese große Quest mit Parvati und Junlei. Dass Parvati einmal lesbisch ist und dass sie außerdem Ace ist. Und dass das halt alles thematisiert wird. Dass einmal ihr Ace-Sein thematisiert wird, wie sie damit bei anderen Leuten ankam, ihre Queerness, wie sie damit bei anderen Leuten ankam. Und das war wirklich schön. Und ich fand auch so super, als ich angefangen habe zu spielen, habe ich ja auch so gedacht, so hey, cool, so Parvati ist ja echt voll cute. Und da wollte ich halt erstmal wissen, so können wir denn selber Charaktere daten? Wenn ja, wäre sie halt irgendwie so ein, ja, durchaus so ein Favorite gewesen. Und als ich dann erfahren habe, dass wir es nicht können und wir so zufälligerweise genau in dem Moment haben wir Junlei getroffen und ich so, verdammt, ich kann mich nicht mit ihr shippen, also meinen Charakter nicht mit ihr shippen, aber Junlei und sie wären doch total cute, weil es beides Ingenieure sind und das wäre doch total super. Und dann irgendwie, glaube einen Moment später oder so, als wir dann wieder auf der Unreliable waren, habe ich ja mit der Parvati gesprochen und Parvati so, sie ist so super toll, sie ist so super, blablabla. Und ich so, du stehst auf sie, oder? Ja, vielleicht, ich weiß nicht. Super cute. Super, super cute. Echt die beste Geschichte überhaupt. Und vielen, vielen Dank, Private Division, dass ihr diese schöne Storyline in dem Spiel hattet. Das war eine wunderschöne Shipping-Quest. Genau, Easy Ace. Nein, nicht Frau mit Dödel. Frau mit Dödel, das wäre trans. Also transsexuell zum Beispiel. Aber Ace ist asexuell. Das heißt, sie hat kein intrinsisches... Also für viele bedeutet das zum Beispiel, dass sie keine intrinsische Motivation haben, Sex mit anderen Personen zu haben. Also zum Beispiel... ja genau, Falke hat es ja auch schon perfekt geschrieben. Genau, also sie haben teilweise, das hat dann auch verschiedene Grade natürlich. Da bin ich aber nicht die beste Person, die darüber Bescheid weiß, weil ich selber nicht Ace bin. Aber ich weiß so viel über Ace zum Beispiel, dass es gibt Leute, die Ace sind, die sich mit Ace identifizieren und trotzdem Spaß an Sex haben, aber halt selber kein so ein Bedürfnis danach haben. Aber wenn dann wenn sie mit ihrem Partner quasi so ein bisschen Stimmung aufkommt, dann kann Sex passieren und dann haben sie auch Spaß daran. Dann gibt es wiederum andere, die halt Spaß daran haben, weil ihr Partner Spaß daran hat. Und manche, die haben halt auch wirklich gar keinen Spaß daran. Und ich kenne sogar Leute, die dann wirklich sagen so, nee, das ist eklig. Gibt es von allen möglichen Varianten, in ganz, ganz vielen Versionen. Und genau, natürlich gibt es natürlich im Gaming-Bereich dieses Ace zum Beispiel, dass wenn man in PvP, also hier zum Beispiel bei Counter-Strike, ein Ace ist, wenn man als einziger alle anderen vom gegnerischen Team killt. Tennis, das Ace ist zum Beispiel, wenn man direkt mit dem Aufschlag einen Punkt macht.
und so weiter. Aber Ace in diesem Falle ist von asexuell. Genau, und das ist auch eins der A's in dem LGBTQA, das wir hier auch haben. Ne? Wir haben ja das LGBTQA Plus Tag und bei mir habe ich sogar das LGBTQAI. Oh, ich habe das I vergessen, sorry. LGBTQIAA Plus Tag. Ja, es ist nicht so geil ausgedruckt, aber. Und genau, das zweite A steht für in dem Fall für Aro, beziehungsweise halt, wenn man es ausspricht, aromantisch. Das heißt, Leute, die nicht, oder weißt du, genau, Frau mit Dödel wäre auch nicht richtig, sondern weil es, das war davor, also es kann auch passieren. Egal, warte, wir machen jetzt kurz dieses Aro-Thema fertig. Also aromantisch heißt zum Beispiel, dass die Leute haben kein Interesse an romantischen Beziehungen. Also, das heißt, die können zwar Beziehungen haben, auch irgendwie Sex haben, aber die haben dann kein Interesse an romantischen Beziehungen und genau, also, ne, also verlieben sich nicht in Leute. Genau, und auch da ganz wichtig, dass weder das erste noch das zweite A in dieser Abkürzung steht für Ally. Allies sind, by the way, die Leute, die halt nicht einen der Buchstaben für sich haben, also nicht lesbisch, schwul, bi, trans, queer, inter, Ace oder Aro sind, sondern halt einfach nur die Sache unterstützen quasi, inklusiv sind, also sowas wie ich, weil ich bin keins davon. Nee. Und, genau. Ja, Melly, nicht alles, was man schreibt, ist als Beleidigung gedacht. Aber das kommt teilweise halt nicht so nett an. Deswegen verstehe ich da schon, was Sun Li meint. Genau. Und auch bei transsexuell ist ja so, dass... So. Und jetzt korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Weil ich bin ja selber nicht trans, deswegen weiß ich nur Dinge von... Ich weiß Dinge, weil ich lerne. Also transsexuell ist man dann, wenn man zum Beispiel geboren wurde und einen männlichen Körper hat, aber dann sich aber eigentlich mit weiblich identifiziert oder mit nicht männlich zumindest. Dann ist man transsexuell. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder lebt man dann auch Genau, Transgender. Achso, warte mal. Transsexuell, was... War das nochmal was anderes? Ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher. Genau, aber Transgender war das. Das heißt, man ist mit einem männlichen Körper geboren worden und wurde dann meistens, also wurde dann halt irgendwie bei Geburt als männlich so eingetragen in die Geburtsurkunde aber man identifiziert sich gar nicht mit männlich. Und das merkt man dann teilweise in der Jugend schon oder halt auch schon mit Kleinkind oder teilweise auch erst im Erwachsenenleben. Da gibt es dann mehrere Möglichkeiten für die Leute, wie sie damit umgehen. Manche, die sagen dann, okay, sie verstecken sich, weil soziale Gesellschaft in ihren Augen nicht dafür bereit ist oder sie das nicht wollen, dass sie jetzt von der Gesellschaft dann so betrachtet werden. Andere sagen, okay, sie kommen jetzt raus. Und manche, die dann eben ihr Coming Out haben, die haben dann eben auch die Möglichkeit, eine Hormontherapie zu machen. Und ich weiß nicht genau, ob also die dann hilft halt, den Körper so in eine andere Richtung zu drehen. Das ist, also, was heißt in eine andere Richtung zu drehen? Eher nach dem Geschlecht auszusehen zu lassen, mit dem man sich identifiziert. So rum. Und zusätzlich kann man auch noch die Möglichkeit machen, dann halt eine OP zu machen, damit auch genitaltechnisch und intimtechnisch, also quasi Bikini-Zone, aussieht, wie man sich identifiziert. So. Und ich hoffe, ich habe jetzt keine Fehler gemacht, als ich das jetzt alles gesagt habe. Und nein, Easy, ich rede gerne
über Sexualität in meinem Stream und auch gerne über Politik. Also wenn Leute hierher kommen und keine Ahnung Nazis sind, dann sage ich halt, pisst euch, ihr Deppen. Das, ne? Ist halt so. Also die können sich halt verpissen. Und genau. Okay, und danke für die Korrektur, Soli. Also Soli hat jetzt auch nochmal geschrieben, transsexuell wird ungehend verwendet, da es nichts mit der Sexualität an sich zu tun hat. Das englische Transgender ist da schon genauer, da das Körpergeschlecht gemeint ist. Genau, so. Und Frau Falke fügt noch hinzu, transsexuell ist ein veralteter Begriff, der dasselbe meint. Transgender ist aber sinnvoller, weil es bei Trans nicht um Sexualität, sondern um Identität geht. Genau, so. Ja, die Amis sind da leider gerade ein bisschen groß darin, hier Nazi-Schiene zu fahren, ne? Sterb. Ah ja, Soli, du wirst auch mein neues Emote ganz gut finden, das ich jetzt gerade eigentlich verifieren lasse. Und zwar dieses hier. Der schwarze Streifen, der ist grün, deswegen wird er gerade rausgecaptured. Und der Streifen, der da grün aussieht, der ist eigentlich blau. Genau, also ich weiß gar nicht, die Farben werden halt total gerade weird angezeigt. Genau, der Pride, das Pride-Emote, das ich da jetzt habe. Genau, wird jetzt gerade verified. So was ist das Kuschelteam? Das wäre super. Das wäre super. Aber ich glaube, das ist noch eine Weile hin. Ich glaube, am Anfang muss ich mich jetzt damit zufrieden geben, dass ich Sticker und T-Shirts als Merch habe. Sticker und T-Shirts. Und die Telegram-Sticker. Das Telegram-Sticker-Paket. Also, ne? Könnt ihr alle nutzen. Seid frei. Nutzt das. Würde mich freuen. Also ich würde auch total liebend gerne euch das als Kuscheltier anbieten. So ist nicht, ne? So ist nicht. Aber ich wüsste nicht, wo ich jetzt Custom Kuscheltiere herstellen kann. Zu einem Preis, wo es am Ende nicht ist, irgendwie, dass ihr da irgendwie 80 € für zahlen muss. Das wäre absurd. Komplett absurd. Schritt für Schritt. Genau, Schritt für Schritt. Wir machen jetzt erst die T-Shirts. Die T-Shirts werden schon krass genug sein. Also, genau. Also, falls ihr ein T-Shirt haben wollt, ne, das wird dann mit dem anderen Emote. Warte, ich suche es kurz raus. Wo ist es denn? Das Shrug-Emote. Ich sehe es gerade nicht. Ich sehe es nicht. Dieses hier, genau. Also, dieses Emote hier. Das hier wird auf dem T-Shirt drauf sein. Darunter wird, wie auf dem Sticker, dieses Twitch TV Gerun. Und was darunter steht, Indie Games, Conventions, neue Spiele. Das wird da stehen. Und auch drunter Hashtag 0 Aschnung. Diesmal auch richtig geschrieben. Und zwar irgendwie sowas mit, was? AHZ? Nun? Irgendwie sowas. Genau, nein, AZH. Okay. Ich habe Probleme, 0 Aschnung zu schreiben, weil ich habe 0 Aschnung, wie man schreibt. Ist bitter traurig, aber so ist das halt. Genau, das wird da drunter stehen, auf dem T-Shirt noch. Und das wird dann das T-Shirt. Das ist frei erhältlich, das verkaufe ich quasi, das wird 20 € kosten. Ich muss noch schauen, ob ich da noch Versand drauf geben muss oder nicht. Aber das ist das. Und genau, und die Sticker, die sind ja auch noch eine Möglichkeit, falls ihr mich zum Beispiel unterstützen wollt, jetzt hier mit einer Donation von 5 € oder mehr. Dann kriegt ihr davon 10 Sticker zugeschickt. Leider ein bisschen kleiner, also in 5x5, das sind nämlich 7,5 x 7 cm. Und die neue Version wird ein bisschen kleiner gedruckt. Aber ihr unterstützt mich dann dabei, dass ich 2000 davon drucken kann und auf die nächste Convention mitnehmen kann und sie allen möglichen Leuten an den Kopf werfen kann. Genau. Ich sterbe, sorry. Ach ja, Glückwunsch, easy. Und jetzt
Weißt du, jetzt hat die Melli endlich mal wieder 5 Bohnen und muss sie hier direkt abnehmen. Zir. Und ich dachte, ich hab dir Anstand beigebracht, sowas hier. So. Ah ja. Hat sie sich verdient, hat sie gesagt. Ja, gut. Na dann. Aber dann, was machen wir jetzt, ne? Jetzt machen wir Schluss, oder? Am Montag geht's dann weiter. Am Montag streame ich wieder, was streame ich denn dann? So, warte mal, müssen wir mal schauen. Hier, was sagt mein Schedule? In meinem Schedule steht drin, genau, da steht drin, dass wir Headset ablegen, Zopf aufmachen, so. So viel besser. Danke, Falke, ich mag sie auch sehr. Also tatsächlich, ich bin sehr, sehr glücklich mit meiner Community. Die ist sehr nice. Oh, und Gratulation, Melli, zum Sieg in der Arena. Gute Idee, ne? Endlich mal wieder so frei. Freiheit. Oh, genau. Oh, ich werde jetzt dann vermutlich noch was essen. Und dann schlafen gehen und morgen um 12 Uhr muss ich wieder arbeiten. 12 bis 16 Uhr diesmal. Falls ihr also in Karlsruhe seid, ne? Kommt im Baumwollseil vorbei, könnt ihr mich besuchen. Dann reden wir über Schmutzkrempel. Und ja, genau. Ah, schon wieder nicht genügend Bohnen. Bitte. Aber ja, genau. Am Montag, wie gesagt, dann machen wir wieder Smite. Die ersten paar, keine Ahnung, ersten 2 Stunden oder so vermutlich. Und anschließend schauen wir uns, wenn genügend Zeit ist, noch 3 Indie-Games an. Dann plane ich Airport CEO, Encased und Heist. Genau, außerdem kann ich hier meine ganzen Placeholder für die Outer Worlds jetzt löschen. Also ich hab's, weil das ja ist dann durch. Und dann, genau, machen wir mal bald dann auch einen PlayStation 4 Tag, wo wir mal die ganzen PlayStation 4 Spiele spielen, die ich bekommen habe und noch nicht gezeigt habe. Ja, easy, genau. Wenn du auch wieder vorbeikommst am Samstag, jetzt also morgen hier im Baumwollseil, dann kriegst du meinen benutzten Schlüpfer. Und dann muss ich den Rest des Tages ohne rumlaufen. Oh, das hört sich gut an, Melli. Das hört sich richtig gut an. Genau. Falls du, keine Ahnung, Rainbow Six spielst, kannst du ja auch auf den Discord gehen und dann mit Easy. Achso, stimmt ja. Du musst dann erst herkommen, Easy, und mir deinen wieder mitbringen, damit ich wieder Unterwäsche habe. Nein, Melli, niemals. Wir haben niemals seltsame Hobbys. Quatsch. Ach ja, die japanische Flagge. Weißt du, beim nächsten Mal, wenn du deine Tage hast, nimm halt ein OB. Weißt du, wir haben nur eine Unterwäsche, die wir uns teilen. Und dann darin einen roten Fleck rein. Weißt du, dabei war sie auch noch weiß. Beim nächsten Mal nehme ich einfach rote, dann sieht man es nicht so sehr. Oder braune. Ne? Der Deadpool-Trick einfach. Wenn du rot trägst, dann sieht man nicht, wie sehr du blutest. Das ist praktisch. Oh ne. Ah ja, genau, ich muss morgen auch früher aufstehen, fällt mir gerade auf. Weil ich muss ja noch zum Kollegen und dort die Schaufensterpuppe holen. Ich habe nämlich gestern auf dem Weg zum Kollegen,
habe ich eine Schaufensterpuppe gefunden. Warte mal, wo habe ich denn hier? Bilder, genau. Genau, also einfach auf dem Weg hier lag so eine Schaufensterpuppe rum. Es war wohl gerade Sperrmüll und irgendwer hat die da rausgeworfen und ich habe die mir angeschaut und die sah noch wunderbar aus, also gar kein Problem. Also wir haben noch, also einen Fehler habe ich gefunden, tatsächlich am rechten Arm ist da halt irgendwie so ein Loch. Aber, also abgesehen davon, das ist gar kein Problem. Das heißt, wir müssen eigentlich nur schauen, dass die gute Frau immer irgendwie was mit Ärmeln trägt, dann ist es egal. So, es werden auch genutzte OBs verkauft. Die stehen in Zukunft überall wie in Spielautomaten. Ach, Melli, übrigens, ich glaube, das mit den Automaten ist jetzt mittlerweile eingestellt worden. Ich habe das nämlich irgendwann mal... Oh Gott, irgendwann habe ich das mal gelesen, dass diese Automaten nicht mehr existieren, wo man mal Unterwäsche kaufen konnte. Das ist jetzt tatsächlich weg. Oh ja. Und das mit den gebrauchten OBs verkaufen und jetzt mittlerweile oder auch Unterwäsche verkaufen, das ist halt so ein Online-Markt, also so ein Online-Fetischmarkt, das kannst du quasi, also da gibt es mehrere Anbieter mittlerweile sogar, also so quasi sowas wie Amazon, nur halt dafür. Und da kannst du vieles kaufen. Wir haben das mal dem Letzten auch angeschaut, einfach mal aus Interesse. Und das Witzigste war daran, da gab es auch tatsächlich eine, die hat Findom angeboten. Und Findom ist auch eine sehr interessante Art von sexuellem Fetisch. Also, für mich ist es sehr absurd, aber es gibt da draußen Leute, die das geil finden. Und zwar, Findom ist die Abkürzung für Financial Domination. Und das heißt, da ist eine Person, eine Person, die auf Findom steht, ist davon erregt, dass eine andere Person über die finanziellen Mittel der Person Gewalt hat. Also das heißt zum Beispiel, die Person findet es geil, dass irgendwo anders eine Person ist, sagt so, nee, du kriegst jetzt nur, keine Ahnung, 500 € für diesen Monat und alles andere geht auf mein Konto. Und da gibt es Leute, die das geil finden. Und da ist dann wirklich auch nichts irgendwie anderes noch Sexuelles, sondern nicht irgendwie noch Bilder oder sonst irgendwas. Es wird noch ein bisschen vielleicht geschrieben oder so. Aber sonst ist es halt nur das, so bam, ich setze dir jetzt dieses Limit und das allein bekommst du, alles andere kommt zu mir, weil du es nicht wert bist und so Sachen. Und das finden manche Leute erregend. Und ich finde das, also für mich, also ich verstehe es nicht, also wirklich, ich verstehe es gar nicht. Aber es gibt Leute, die es sexuell anbringend finden. Ich bin ein bisschen neidisch darauf tatsächlich. Ich hätte auch gern so einen Findom-Sklaven, weil dann müsste ich weniger arbeiten. Nee, aber... Ne? Das ist schon irgendwie... schon seltsam. So der Gedanke, dass man es geil findet, dass eine andere Person dir einfach das Geld wegnimmt und du dann nichts mehr davon hast und du kriegst dafür quasi nichts. Aber ja. So, in Warner Bros. Das nächste haben jetzt Scams und Fotocounts mit Fotos von mir. Was? Fotos von mir. Oh je. Genau. Ja gut, dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle mal Schluss für heute. Wir können mal noch schauen. Die Easy dominiert krass, die liebe Manny. Ganz hart. Sowas. So. Wieder arm. So gewonnen, so zerronnen. So. Was machen wir jetzt? Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, wen wir jetzt hosten. Das ist fürs Leben.
Ich schmeiß das jetzt rüber zum Gamehabler. Ein guter Kollege, ein guter Freund von mir. Ich hätte noch eine andere Möglichkeit gehabt, dass wir eine Person raiden, die ich noch nicht getroffen habe und die ich noch nicht geschaut habe. Aber die ich kennenlernen wollte, weil es auch eine Streamerin ist und dass sie in Karlsruhe wohnt. Und ich dachte so mal, cool, Karlsruhe Streamer, so selten, würde ich echt mal gerne kennenlernen. Vielleicht kann man ja auch irgendwie gemeinsam Content bauen. Das fände ich witzig. Keine Ahnung, also zum Beispiel eine Karlsruher Person ist halt eher so dafür praktisch, wenn man hier in Karlsruhe zum Beispiel hier ein Charity-Event machen will. Aber ich würde sie gern vorher nochmal schauen, bevor ich sie raide. Deswegen raiden wir jetzt auch den Gamehabler. Der spielt gerade Hacknet. Und genau, ich komme aus Karlsruhe. Ach so, ja, cool. Aber warte mal, du wusstest doch schon, dass ich ihn habe. Also vermutlich hast du auch schon wieder vergessen, das ist schon lange her. Aber ja, genau. Ich bin aus Karlsruhe und mache da immer im Dezember jetzt ein Charity-Event. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Es wird bestimmt gut. Richtig gut. Iron Easy. Nein. Gut, also dann, schlaf gut, träumt was Schönes. Es war super toll, dass ihr hier wart. Wir sehen uns am Montag wieder ab 18:30 Uhr. Und bis dahin wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Holt euch gut, schlaft schön, träumt was Schönes. Und mach das, Melli. Mach das, wenn du da bist. Sag Bescheid. Fänd's witzig. Also dann. Ciao, Kines.